Moin, ihr Landratten. Moin zusammen. Und Seebären, müssen wir ja sagen, ne? Ja, oder auch Seebären, Ja, genau. oder auch Seebären. Es sind bestimmt ein paar dabei. Freunde des Hamburger Hafens, allgemein der Stadt Hamburg. Da sind wir wieder. Bei mir der Ben. Und Moin, Paddy. ich bin der Paddy, falls ihr mich nicht kennt. Vielleicht seid ihr das erste Mal hier. Das ist der Chef hier übrigens. Ja, ne? ja, okay, der Chef. Okay. Wir wollen, Ja. zur besten Primetime wollen wir mal wieder einen kleinen Walk machen. Und ja, haben uns überlegt, wir machen mal was eigentlich so sehr klassisch ist. So ein bisschen, Ja, so ein bisschen basic, ne? So ein bisschen ein Hamburg. Touri-Spaziergang, So ein was? Touri-Spaziergang, Genau. aber eine sehr, sehr schöne Ecke. Haben uns dafür den Sonntagabend ausgesucht, weil es dann natürlich nicht ganz so voll ist. genau. Ja, man wird trotzdem sehen, dass gleich einiges an Menschen unterwegs ist, gerade wenn wir da hinten so ein bisschen Richtung Jungfernstieg kommen. Ja, ist doch gut besucht, ne? Ja, absolut. Da gibt es übrigens eine neue Aktionsecke. Hast du das schon mitbekommen? Ja, da können wir Trampolin und springen gleich. Klangspiele und sowas. Ich sehe uns weiß nicht, schon, ja. Trampolin mit 100 Kilo, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht ausgelegt für mich. Ja, ich glaube, ich habe 97. So, ich schalte mal die Kamera um. Und ja, wir befinden uns hier an den sogenannten Kolonnaden. Aber bevor wir anfangen, komm, wir müssen jetzt mal was zeigen. Wir haben ja vielleicht auch ein paar jüngere Zuschauer. Und ich sehe gerade etwas, was echt Seltenheitswert hat. Ja, was so retro ist. Ja, so furchtbar retro. Guck dir Ja. das mal an hier. Briefkästen, oder Wann wie? hast du das letzte Mal benutzt? Also hier für die jüngeren Zuschauer, ja, wenn ihr jetzt vielleicht gerade 18 seid, das ist total krass. Diese gelben Kästen, ja, die standen früher überall und dann hat man einen Papierumschlag genommen, da hat man einen Zettel reingelegt, da hat man mit der Hand drauf geschrieben, nicht getippt, also richtig so von Hand. Und dann hat man eine Adresse da drauf geschrieben, ja, und dann gab es so Klebebildchen, gezackte Klebebildchen mit einem Wertaufdruck, die nannten sich Briefmarke. Dann hat man die hier reingeschmissen, dann gab es so Leerzeiten. Guck mal hier, wird immer noch jeden Tag 16 Uhr geleert. Ja, dann gab es hier so eine Klappe, ja, hast du das Ding reingeschmissen. Du, und wie durch Zauberhand war das dann 1-2 Tage beim Empfänger. Ja, daher der Name Brieffreundschaft. Ne? Aber ich dachte, du hättest jetzt gerade eine Telefonzelle gefunden, weil das wäre noch seltener mittlerweile. Das ist noch seltener, ja, das stimmt. Ja? Also Ich weiß diese noch gar nicht, großen ob gelben irgendwo noch Kästen, einige- die gibt es ja gar nicht mehr. Und ich fand es eigentlich so cool. Also bis auf die, wo jemand vielleicht dann drin geraucht hat oder irgendwie sowas, das gab es dann ja auch. Aber wir hatten Telefonzellen, das waren quasi unsere Handys, aber mit Schnur. Aber Spaß beiseite, wir sind hier an den Kolonnaden, eine sehr, sehr schöne Straße, die früher auch mal eine Durchgangsstraße war. Die war Ja. befahren. Ursprünglich war das im Prinzip eine Verbindungsstraße, um Dammtor mit Jungfernstieg Innenstadt zu verbinden und dabei Richtig. so ein bisschen den Gänsemarkt zu umgehen, Ja. der natürlich so ein Hotspot war. Mittlerweile ist es eine reine Fußgängerzone und hier diese Kolonnaden, ja, sind eigentlich gar keine Kolonnaden, Nee, sind's sondern nicht. Arkaden. Eigentlich sind es Arkaden. Ja. Kennt ihr den Unterschied zwischen Kolonnade und Arkade? Ja, fragen wir mal den Chat. Was ist der Unterschied zwischen Kolonnaden und Arkaden? Also wir wissen es, aber dann habt ihr auch was zu tun. Aber wir können ja vielleicht schon mal darauf eingehen, warum das gemacht wurde. Damals Ja. hatte das Ganze einen sehr praktischen Hintergrund. Und einfach um mehr Wohnfläche zu haben, ja, da oben sind ja Wohnungen drin. Um mehr Wohnfläche zu haben, hat man im Prinzip die Wohnungen über den Gehweg gezogen. Ja, genau. Und deshalb dann quasi hier diesen Bogengang errichtet. Hat aber auch für die Spaziergänger einen großen Vorteil gehabt, weil so konntest du natürlich auch bei jedem Wetter trockenen Fußes diese Straße passieren. Ja. Ja, Ja, wir können auflösen. Ben, was ist der Unterschied zwischen Kolonnaden und ja, Arkaden? eine Arkade hat Bögengänge. Ja, also da sind jeweils Bögen zwischen den einzelnen Pfeilern. Das kann man vielleicht von außen sogar noch besser sehen als jetzt hier, aber hier die Innenbögen sind natürlich außen auch noch mal genauso. Das zeichnet eine Arkade aus. Eine Kolonnade hat einfach nur Säulen und dann rechtwinklige, gerade Verbindungen. Also eigentlich einfacher vom Baustil. Genau, ne? Die hat Okay. keine Bögen, sondern sie hat gerade oder Geraden. Komm, wir gehen mal ein Stückchen. Ja, Ich beobachte das mal hier. Ich habe das jetzt mal auf YouTube mitlaufen. Und also es ist definitiv nicht die Mobilfunkverbindung. Es ist
Es scheint irgendwie YouTube da. Ich werde gleich noch Ja, mal eben kurz ja, hier ja. einen Schuss machen, Ja, weil ich den gerade ganz nett finde. Ja. Vielleicht ist das sogar noch mal was. also scheint besser zu werden. Das ist gut. Okay, das ist gut. Ja, wer weiß, was da wieder Taco war. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer diese Aufregung. Ja, na, ihr wisst ja, im Grunde genommen mache ich das ja nur, um den Chat ein bisschen zu animieren. Denn du hast dann gleich 1000 Nachrichten. Ist das gut für einen Algorithmus? Ja. Das Ne? ist gut für den Algorithmus, super. ganz genau. Also ab und zu Ganz mal genau, Bildfehler ja. einbauen. Ja, ganz genau. So, ja, ich hoffe, also einige schreiben jetzt momentan alles gut, ist besser. Beobachten schön. wir das mal, gucken wir mal, ob das weiter stabil bleibt. Ansonsten machen wir aus und betrinken uns. Fertig. Ach du, auch in Ordnung. Ja, guck mal Damit hier, haben schöne Vespa, aber keine Finde ich alte, cool. aber eine schöne Farbe. Ein bisschen Retro. ja, also ist auch Retro gemacht, ne? Ja, definitiv. Gefällt mir. Ja. Ja, hier vorne war früher irgendwo der Durchgang, da war die Gänsemarktpassage. Wo genau war denn hier der Eingang? Ich glaube da vorne. Mittlerweile ist das ja alles abgerissen. Das ganze Ja. Gebäude dahinter Existiert ja auch schon existiert nicht mehr. Ist, glaube ich, auch eine Benko-Geschichte gewesen. nicht mehr. Ja. Wurde aber wohl verkauft, neuen Investor, wird weitergebaut. Und was da genau hinkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Alster-Arkaden waren übrigens auch ein Spekulationsobjekt von Herrn Benko. Ah, Die okay. wurden im Januar 2025 gekauft und übernommen, gehörten aber auch dazu. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Ja, hier kann man übrigens auch sehr nett essen. Also generell finde ich, die Kolonnaden ist halt, das ist eine sehr schöne Straße, um draußen zu sitzen. Die ist ja jetzt komplett Fußgängerzone. Ich glaube, seit irgendwann Mitte der 1970er Jahre. Und hier sind halt einige Restaurants, ein paar Läden auch. Und ich finde, hier kann man halt sehr schick sitzen. Kann man auch gut essen. 1, 2 Restaurants habe ich hier schon mal ausprobiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich hier schon so ein klein bisschen verläuft. Ja? Also wenn du natürlich da vorne gleich Richtung Innenstadt kommst, Richtung Neuer Wall, da hast du natürlich dann so ein Das ist bisschen, natürlich voll, ne? hast du so ein bisschen Auch den viel mehr- Shoppingstress. Auch mehr Laufkundschaft und so. Hier ist schon so ein bisschen weg. Guck mal, hier hast du noch so einen gediegenen Zigarrenladen mit mal einem hier. großen Humidor. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich Zigarre geraucht Echt? habe. Ja. Okay. Und habe mich da auch mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Aber ich muss sagen, irgendwann war das so, also wenn du wirklich so eine ganze Zigarre geraucht hattest. Sowas tatsächlich auch mal gemacht. Also ich habe auch geraucht, aber Nee, also das habe war, alles Mögliche mal ausprobiert. Auch tatsächlich Zigarillos und Stumpen und so. Aber das, also ich das muss war nie sagen, meins. ich muss sagen, die Kultur des Zigarre-Rauchens hat mich immer mehr fasziniert als das Rauchen selber. Weißt du, dieses Ja, da ist ja echt eine ganze Menge dahinter, ne? ja, daran riechen, die unterschiedlichen Tabaksorten, die unterschiedliche Herkunft. Dann natürlich so dieser Mythos Cohiba Esplendidos, die Präsidentenzigarre von Fidel Castro und solche Sachen. Das fand ich immer alles sehr, sehr spannend, das Geschichtliche. Ja, also das ist Aber das Rauchen, oh, wenn du so eine ganze Zigarre durchgeraucht hattest, da hattest du echt 3 Tage im Schwierigkeiten. Mund was von. Ja, Ja, aber das ist glaube ich, auch so Ja. eine ganz spezielle eigene Welt. Ne? ja, absolut. Zigarre. Ich mag Absolut. den Geruch aber auch tatsächlich nicht. Also ist nicht meins. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip hier schon auf den Jungfernstieg zu. Ach, guck mal, wir haben auch schon wieder ganz viele Unterstützer hier. Mensch, Mike hat schon 2,49 da gelassen. Der Markus, 23 Monate auf dem Fischmarkt. Reikolos im 2. Monat mit dem Prime Sub. Annette Wasner schreibt 2. Dankeschön, ich schreibe noch Briefe. 2 Euro, danke Annette. Manuela ist da seit 23 Monaten auf der Reeperbahn. Der Frank-Film, 5 Euro Superchat. Eure Walks sind immer sehr informativ. Man lernt durch euch viele schöne Ecken Hamburgs kennen. Gruß aus Wattenscheid. Leon lässt 5 Euro da für einen schönen Walk. Arndt 2 Euro mit einem Walk zum Geburtstag. Happy Birthday. Ja, dann machen wir einen Geburtstagsspaziergang jetzt so ein Birthday. bisschen.
Frankie ist da, 5,99. Nehmen Schnitzel aus dem Hamburger Stadtkrug an den Kolonnaden. Ist ziemlich am Ende, Stephansplatz. Ja, wir sind jetzt nicht ganz am Anfang gestartet. Den Laden kenne ich nicht, aber Schnitzel, finde ich, ist definitiv meine Geschmacksrichtung. Schnitzel kann man machen, wenn es gut ist, immer gerne. Jürgen Fretter, 2 Euro. Mugoli im 12. Monat dabei auf Twitch. Der Raimund jetzt auf dem Fischmarkt, genauso wie der Patrick. Schön, dass ihr da seid. Willkommen an Bord. Und Mirko, 18 Monate. Ja, sehr schön. Ja, Schön, dass ihr jetzt- dabei seid. Eine jetzt- Kleinigkeit hätte ich sogar noch zu den Kolonnaden. Ah ja, soll ich dir die den- Kamera mal abnehmen? Ach, das kriege ich hin. Oh, super. Es sei denn, du möchtest was zu tun haben. Nö, nein, ich kann ein bisschen Chat lesen. Die meisten wissen es nicht. Ich wusste es bis gestern auch nicht. Die Kolonnaden, darunter war damals eine U-Bahn-Linie. Ach. Und zwar die Kell-Jung-Linie. Das ging irgendwie raus zu den Hamburger Walddörfern. Existiert jetzt aber, glaube ich, so nicht mehr. Oder existiert sehr wahrscheinlich so nicht mehr. Aber hier war ein alter Tunnel. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie eine andere Krass, Nutzung oder? hat oder nicht. Krass, ne? Dass man so einen ganzen Tunnel damals und den dann irgendwann stillgelegt hat. Also ich weiß nicht, ob der noch in irgendeiner Form eine Nutzung hat. Das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass hier einer drunter sein soll. Und das hat man damals in einer offenen Bauweise gemacht. Das heißt, man hat den ganzen Straßenzug aufgerissen. Und die Anwohner bzw. die Geschäftsinhaber haben sich alle darüber beschwert und wollten es verhindern, weil sie gedacht oder davon ausgegangen sind, sie haben Gewinneinbußen. So war es dann auch. Also soll wohl sogar schlimmer gewesen sein, als sie ursprünglich angenommen haben. Okay. Ja, dann wollen wir uns mal so ein bisschen den Jungfernstieg angucken. Ne? Wollen wir einmal hier links über die Binnenalster Ja. einen Blick werfen. Da hinten zu den altehrwürdigen Hallen von Hapag-Lloyd. Finde ich schön, dazu kann man auch was zu erzählen. Ha, Mensch. Das Bitte. Gebäude ist ja am Rande auch bei deinem Kontorhausviertel-Vortrag, bei dem Stream zumindest erwähnt worden. Gezeigt hatten wir es, glaube ich, damals nicht. Nee, wir durften auch nicht rein. Ich war mit Kirsten da, habe ganz lieb bitte, bitte, bitte gesagt. Aber da war man also wir kamen nur bis zur Klingel. Ja. Nee, also Hapag-Lloyd ist halt nicht öffentlich zugänglich. Ist eine sehr schöne Eingangshalle mit diesem Riesenschriftzug, mein Tor ist die Welt. Nee, mein Feld ist die Welt oder so ähnlich. Ja. Mein Feld ist die Welt steht da, Kann glaube ich. sein. Na, haben auch einen sehr schönen Dachbalkon da oben drauf. Ich hole das mal ein bisschen ran. So. Und du hast noch was zum Gebäude, meinst du? Ja, also das Gebäude, das Ursprungsgebäude, also kurz den Finger hier ins Bild halten, da ist ja das Hapag-Lloyd-Gebäude und das Ursprungsgebäude steht aber ein Stück weiter rechts. Und das ist gebaut von Martin Haller. Das Eckgebäude oder? Ja, also der rechte Flügel, dahinter verbirgt sich im Prinzip okay. noch die Grundstrukturen vom Ursprungsgebäude. Das hieß ja damals Hapag-Haus und wurde dann durch Fritz Höger modernisiert und komplett umgebaut und hat jetzt halt die Anmutung, die es jetzt hat, mit den Flügeln links und rechts. Und hinter dem rechten Flügel sind halt noch die Grundstrukturen vom ursprünglichen Gebäude erhalten. Wissen auch ganz viele nicht. Ursprünglich ein Martin Haller Haus ist jetzt oder wurde dann aber von Fritz Höger quasi modernisiert. Genauso wie das Sloman-Haus auch. Ursprünglich auch Martin Haller und wurde dann auch von Fritz Höger modernisiert. Und dahinter, hinter dem Hapag-Lloyd-Gebäude, auf der rechten Hand, das dunkelgraue Gebäude, was ihr jetzt im Hintergrund seht, wo der Kran dran steht, das ist die Warburg Bank. Und das Gebäude der Warburg Bank wurde gebaut von, 3, 2, 1, ich löse auf, Martin Haller. Ach, der Ja. Martin wieder. So, wir haben heute ein bisschen Martin im Stream. Also so ein bisschen History Light heute. Und sag mal, seit wann haben wir Aber- eigentlich einen Gondolfiere auf der Binnenalster? Das ist mir auch neu. Also hier so eine geil. Venedig-Gondel. Oh, das jetzt bei schönem Abendlicht. Das ist so ein Träumchen. Warte mal, Ja. kommen wir doch noch ein bisschen dichter ran? Ja, so ein bisschen geht. Pixelt dann zwar etwas, aber Ja, aber für den Moment ist es doch vielleicht ganz nett. den habe ich noch nie gesehen. Ja, dann auf kannst der Elbe haben wir einen Mississippi-Dampfer, auf der Alster haben wir eine
venezianische Gondel. Ja, aber das ist doch was Nettes. Also, wenn man seiner Frau mal was Gutes tun Wie möchte. nennt man nochmal die Technik? Ist das Vriggen oder heißt das bei den Gondolfieren nochmal anders? Weißt du das? Also, nee, das weiß ich nicht. Also ich kenne Briggen oder Vricken. Also ich kenne den Begriff auch, wo man dann quasi das Ruder so wie so eine Acht bewegt. Ja, ja, genau. Ich fange hier an den Zoom, das Man Kamerabild muss ein bisschen so wild zu rauszoomen, dann bewegen. ist es etwas entspannter. Ich wollte euch nicht den Himmel zeigen, der ist nicht Ja. so berühmt. Ich warte mal einen kleinen Moment auf den Chat, weil die wissen das garantiert. Ach, guck mal, hier, Christian schreibt die Gondel von der Bootsvermietung Dornheim. Okay. André, danke dir für 19 Monate. Vriggen ist am Heck, schreibt der Fletenkieker. Ja, das ist Ja, das ist ist ja am also Heck. genau genommen ist es ja nicht das Heck. Es ist ja seitlich. Ja? Ich meine, das kann auch sein, dass das gestarkt wird, weil die Alster ist ja hier nicht besonders tief. Aber es Ja. sieht nicht aus wie Starken. Es ist wahrscheinlich eine ähnliche Bewegung wie beim Vriggen. Allerdings, was ich halt ganz interessant finde, der ist halt die ganze Zeit hinten am Heck auf der Seite zugange, fährt aber trotzdem geradeaus. Okay. Der hat doch bestimmt einen Scheint- Motor unten ne, runter. weil- Der Meinst bescheißt du- doch. Ja, ein Motor. Ja. Petra, ganz lieben Dank für die 5 €. Dankeschön. Ja, und hier der Chat weist auch noch mal darauf hin, das ist ja eigentlich das, was am Anfang einer jeden Hafenrundfahrt erzählt wird. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Das ist richtig. Aber die genaue Anzahl weiß irgendwie auch keiner, weil auch noch Brücken mitgezählt werden wohl, die es eventuell schon nicht mehr ganz so gibt. Habe ich mal vor kurzem gelernt. Also ja, aber wir sollen tatsächlich mehr Brücken haben als Amsterdam und Venedig zusammen. Guck mal, der Lacklecker, der hat's rausgesucht. Die Rudertechnik der Gondolieri in Venedig wird als Voga alla Veneta bezeichnet. Es ist eine spezielle Technik, bei der der Gondoliere im Stehen mit einem einzelnen Ruder die Gondel sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegt und gleichzeitig steuert. Danke für die Info. Ja, super. Danke. Wenzel aus Minden, auch an dich herzlichen Dank für die 5 €. Und Sam van Nemesis ist seit 5 Monaten dabei. Ben, das wandelnde Lexikon. Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was er raushaut. Außerdem ist Helga da und lässt 20 € da. Vielen, vielen Dank für Schmierstoff für die Stimme, bevor sie versagt. So, ich übernehme jetzt mal die Kamera. Gerne. Zoome mal etwas raus, damit das Bild etwas ruhiger wird. Und hier liegen natürlich die klassischen Alsterdampfer. Die Seebeck, auf der wir geheiratet haben, Tanja und ich. Ich muss jetzt noch mal Tanja fragen, es war wirklich die Seebeck, oder? Ich meine ja. Und dahinter liegt die St. Georg. Vielleicht können wir da gleich mal runtergehen. Ja, natürlich, gerne. Lass doch mal machen. Und beim Alster Pavillon wird wohl die Dachterrasse wieder bebaut oder wieder instand gesetzt, sodass man auch ganz oben sitzen kann, habe ich kürzlich gelesen. Allgemein ist ja hier sowieso viel Umbau und Sanierungsarbeiten am Jungfernstieg. Das ist ja gefühlt eine ewige Baustelle. Kommt da nicht ein neuer rein? Ich habe sowas gelesen, Ja, dass da das soll auch Alex irgendwie ein neuer reinkommen. raus muss und dass sie das neu ausgeschrieben haben. Übrigens, wer auf Treppenhäuser steht, hier auf der rechten Seite Streitshaus, kann man gut mal reingehen. Am besten tatsächlich sogar den Hintereingang nehmen. Sieht phänomenal aus. Also Gibt es eigentlich noch das Streitskino? das war da mal drin. Ja, das gibt es aber nicht mehr. Ne? Gibt's nicht mehr. Das war auch so ein schönes, plüschiges. Ja, ja, das so war richtig klassisch. Ich glaube, wir waren da einmal drin im Streitskino. Das war echt richtig. Guck an, hier ist das klassisch. Heinehaus. Darüber hatte ich auch mal was gelesen. Hier geradeaus. Hier sind ja überall so Gebäude, die dann eben halt auch den Namen des ehemaligen Inhabers ausweisen. Prienhaus zum Beispiel auch. Also ja, spannend. Heinehaus, da wollte ich schon immer mal rein. Ich glaube, das sieht auch nicht so ganz schlecht aus da von innen. Und übrigens auch Lederach auf der rechten Seite. Links hast du Westwing, rechts hast du Lederach. Geilste Furchtbar. Schokolade ever. Furchtbar, Ganz ganz schlimm. furchtbar. Also das toppt auch noch die Lindkugeln. Definitiv. Vor allem ist das immer so appetitlich, weil die haben ja immer solche so Platten. Ja, Das sind ja ne? so große Platten Wollen Sie einen Quadratmeter Schokolade? Ja. und dann kannst du so ein bisschen dir was abbrechen lassen
Und ich glaube, das ist verkaufstechnisch ganz smart, weil man nimmt grundsätzlich immer zu viel. Ja. Immer nimmt man zu viel. Ja, hier liegt die St. Georg. Ganz alter Alsterdampfer. Und da ist Dampfer noch Programm, oder? Ja, das ist tatsächlich ein traditionelles Dampfschiff. Der fährt richtig unter Dampf. Genau. Ja, das wäre auch mal interessant, damit zu fahren. Weil da muss ja im Prinzip dann auch jemand unten in der Dampfmaschine sein. Ja, also ich weiß Muss nicht. heizen oder wie funktioniert das? Also ich glaube, dass das nicht mehr auf Kohlebasis läuft. Ah, okay. Das weiß ich jetzt gar nicht. Versuch da mal einen Schnappschuss zu machen. Vielleicht kriege ich ja was hin. Ja, fragt am besten gar nicht, wo die Schokolade preislich liegt. Ja, Aber die ist ist nicht günstig. furchtbar lecker. Die ist wirklich furchtbar lecker. Ah, guck mal, Barbara weiß das, ist ölbefeuert. Also hat eine Dampfmaschine, aber die wird mit Öl Okay. betrieben. Wir können ja mal von vorne schauen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schiffchen. Ach, guck mal hier. Macht sich aber auch schön mit den 4 Jahreszeiten im Hintergrund, ne? Genau, im Hintergrund das Hotel 4 Jahreszeiten. Auch sehr traditionsreich. Traditionsreich, muss man auch ein paar Euro mehr für auf den Tisch legen. Genau, Gerald, für tollen Genuss ist doch nichts zu teuer. Oh, 2, 3 Schnappschüsse nebenbei. Ja. Ja, und dann hier. Kann man hier durch oder ist da vorne gesperrt? Nee, wir kommen Nee, durch. hier ist offen. Also hier oben, ja, schön die Terrasse vom Alex. Aber wir können ja mal hier unten lang gehen. Ja. Also frühmorgens ist das Tor auf jeden Fall zu, das weiß ich. Ja, linke Hand die Alsterfontäne, hier vorne die Alsterschiffe, dann im Pack. Hier ist die Frage, ob hier keine Autos mehr fahren. Nein, also mittlerweile wurde der Jungfernstieg weitestgehend verkehrsberuhigt. Also es dürfen noch Busse durchfahren, ich glaube Taxen dürfen noch Ja. durchfahren, Rettungskräfte sowieso. Aber Und für den ich glaub, normalen Verkehr genau. gesperrt. Guck mal, aber das ist doch farblich Lieferverkehr. auch, das ist doch auch ein Träumchen, oder? Habakgebäude im Hintergrund, so ein bisschen hier von oben. Aber mal ganz ehrlich, ne? Also das iPhone macht schon wieder echt was her. Ist furchtbar, oder? Ist schlimm. Brauchst die normale Kamera gar nicht mehr auspacken. Leute, kauft euch ein iPhone, das reicht. Also bevor ihr in teure Kameratechnik investiert. Das nehme ich doch mal wörtlich. Soll ich dir mal die Kamera abnehmen, deine? Und mache hier mal ein Foto. So. Guck mal hier auch schön mit den Spiegelungen. Ja, ich finde es sehr geil. Ich tue mich nur gerade schwer, mit einer Festbrennweite, 35 mm, da was richtig Cooles draus zu machen. Ganz ehrlich. Verwende ich zu selten. Thorsten, willkommen auf der Reeperbahn bei uns, ein neues Mitglied. Dankeschön. Und Kerstin macht ein Upgrade auf die Speicherstart. Kerstin, ganz lieben Dank. Der Beachboy ist seit 19 Monaten dabei und grüßt vom Feuerschiff. Oh, das Feuerschiff ist auch lecker. Ja, Da kann man gut definitiv. essen. So, Terminator, wir filmen einfach mit dem Handy. Das ist hier das einfachste und mobilste. ich glaube, ich hab's auch so ziemlich. Hast du's gleich? Ja, wir können weiter, du. Geduld, Geduld.
Werden keine Meisterstücke heute. Aber das muss ja auch manchmal gar nicht sein. Ich finde es ja auch sehr entspannt, einfach so durch die Gegend zu laufen, einfach ein paar Schnappschüsse zu machen. Und wenn du sie hinterher löscht, ist auch egal. Hauptsache du warst vor der Tür und ein bisschen spazieren gegangen. Ganz genau. Jetzt können wir ja mal hier hochgehen und da gibt es ja dieses neue Aktionsfeld und hier gibt es auch irgendwo so einen Wasserzerstäuber, der läuft wahrscheinlich heute nicht. Aber wenn es richtig warm ist, dann wird man hier, ja, dann gibt es so einen Wassernebel, wo man sich so ein bisschen abkühlen kann. Ja, dann wollen wir das mal hier entdecken, nicht? Ach, übrigens, wo wir gerade so schön drauf zugehen, Ja, das Commerzbankgebäude hat eigentlich einen anderen Namen. okay. Aber wenn ich so frage, dann Martin Haller? Martin Haller hat's gebaut. ist ein Haller, also das nennt sich tatsächlich Hallerhaus Okay. ursprünglich. Ist aber die Commerzbank eingezogen und hat innen, wenn du im Innenbereich bist, richtig schön großen Lichthof. Darfst du drin keine Fotos machen, die catchen dich da sofort weg. Alles höchste Geheimhaltung da. Aber wenn man da ist, man kann mal reingehen, kann sich das angucken, sieht sehr eindrücklich aus. Okay. Hübsch, ja. Das Hallerhaus. Ich kann versprechen, wir haben Martin Haller noch zweimal. Der hat irgendwie halb Hamburg gebaut, oder? Haller hat ganz viele Villen auch gebaut hier im Alsterbereich. Also Martin Haller war damals tatsächlich so ein bisschen omnipräsent. So, auf der Suche nach einem Zerstäuber. Also der große Zerstäuber, der läuft schon, der ist nämlich links auf der Alster, das ist unsere Alsterfontäne. Wenn der Wind richtig steht, dann hast du hier auch ein bisschen Gischt. Ich bin eben über den Barlindamm gekommen. Der Barlindamm ist das, wo auch das Hapag-Lloyd-Gebäude steht. Und da kriegst du tatsächlich bei dem aktuellen Wind so ein bisschen Niesel ab. Also wenn es richtig warm ist, stelle ich mir das sehr angenehm vor. Weißt du, was das für eine Skulptur ist? Nee, Wollen wir mal gucken, ob da ein Schild dran ist. gerne. Was ist das für eine Skulptur? Da vorne ist was. Da ist ein Schild. Moin. Hans Kock. Hat das einen Namen, das Gebilde? Nee. Zuvor aufgestellt anlässlich, Kannst du es lesen? Ist so ein bisschen. anlässlich der IGA 1963 in den Wallanlagen. 1964 auf der Documenta. Ach, Hans Kock heißt das Gebilde Ja, und von offensichtlich. Walter. Walter Well. Walter Well, oder? Ja. Ja, Okay. Hans Kock. Was noch, also das wird auch sicherlich einen tieferen Sinn haben. Warum Hans Kock? Vor allen Dingen auch, wenn es denn auf der Documenta auch mit ausgestellt worden ist, scheint es wirklich irgendwie auch sicherlich einen tieferen Sinn zu haben. Aber ich kenne ihn nicht. Kannst du nicht sagen. Okay. Wir müssen passen bei dem Gebilde. Und das ist hier dieses neue Aktionsfeld. Hier sind jetzt natürlich ein paar Kinder, deshalb filme ich mal etwas nach Aber unten. die können wir ja wegschubsen. Ben, also, sag mal, du zeigst ja ganz neue Qualitäten. Ja, und hier ist so, Also weicher Boden, das kommt mir entgegen. ja. Und das Da wird sind so schon kleine, gelacht. kleine Trampoline. Er weiß genau, was kommt. Steht hier irgendwo eine Gewichtsbegrenzung dafür? Also ich weiß nicht, ich habe über 100 Kilo. Ja, komm, Wenn ich da jetzt durchrausche, komm, Ben. ja, einmal auf die Fresse packen, ne? Na, du Live. musst, das ist ja für Ping-Pong, also du musst 2 Sprünge machen. Du meinst, ich muss da und da? Ja? Ja, mal gucken. Also wenn ich morgen nicht zur Arbeit komme, er ist schuld. Also runter kommst du, aber rauf hilft es dir kein Stück. Ich glaube, da musst du echt leicht dafür sein. Du meinst, man springt da rein mit unserer Gewichtsklasse und bleibt, Und dann bleibt unten unten. stecken. Also möchtest du auch mal? Also ich habe ja gerade die Kamera. Doch, ich will das auch ausprobieren. Nee, Wir müssen nur mal es- gerade warten, hier sind gerade ein paar
paar viele Menschen. Die Oh, lassen wir einmal vorbei. War ich das? Das wollte ich aber nicht. Der hängt jetzt ein bisschen tiefer hier. Hast kaputt gemacht? Aber hier steht auch nicht irgendwie ein Warnschild oder so. Maximal 80 Kilo oder 60. Aber guck mal, das ist eigentlich komplett neu. Und hier hängt schon. Ja, in aber das Seilen, warst du Ding. nicht. Nein, natürlich Das, nicht. das sieht so aus, als ob da Hitze irgendwie Ja, eine Rolle oder gespielt hat. Da war einem langweilig, vielleicht auch das. Man weiß es nicht. Darf ich einmal Ja, dir die du darfst. Kamera geben? Du weißt ja, der klassische Doppelsprung. Ja, ich muss einmal muss ich vortesten. Oh, ich habe echt Schiss, dass das reißt und ich dann unten drin liege. Ja, also ich bin schwerer als du. Es ist nicht gerissen, aber er Das- hilft ja auch nicht nach oben. Aber da muss man doch ein Warnschild hier machen, maximal 60 Kilo, oder? Ja, So. so Leute, geht los. Oha. Ja, ich dachte, du gehst gleich Ich habe drüber. Angst, ich habe echt Angst, weil ich auch ein bisschen Knie habe. Na, aber hervorragend. Ich habe echt Angst, wirklich, um mein Knie. Aber es sah fachmännisch aus. Nein. Guck mal, hier, so ein Lütter kommt jetzt, aber den nehmen wir natürlich nicht auf. Und da vorne ist so ein Klangfeld, Genau. kann man Musik machen. Aber wo ist denn dieser Sprühzerstäuber? Das kommt hier wahrscheinlich irgendwo Der aus dem kommt ja noch. Boden. So. Hervorragend. Das sind aber Ich auch. habe ein Lied gemacht. Ja, und das mal eben so, auf dem Jungfernstieg. Ne? Die kleine Abendmelodie. Ludolf-Style. Ja, ich Ne? mach mehr so ein bisschen. Aber wenn man das jetzt in eine Spieluhr reinpackt, dann wirst du auch nicht müde von, oder? Auf jeden Fall funktioniert das als Weckton, weil das willst du ganz schnell ausmachen. Aber ich finde es ja ganz cool, dass die für die Kids hier ein bisschen was machen. Sodass sie auch mal ein bisschen was an Abwechslung haben. Ja, hier wird es natürlich jetzt alles auch ein bisschen voller. Ne? Wollen wir einen Abstecher durch einen neuen Wall machen? Ja, der ist ja jetzt hier bald auf der rechten Hand. Ja, also den Zerstäuber haben wir nicht gefunden, aber dafür den neuen Wall gleich. Oder ist das Ding? Nee, glaub sieht- ich nicht. Das Das- sieht mehr aus wie eine Lüftung, ne? Leute, Ja. das ist doch hier eine Lüftung. Das ist eher Und eine zwar, Lüftung. ich vermute mal von der Toilette, die hier unten drunter ist. Weil wenn man nämlich hier Guck in die mal, U-Bahn geht, dann hat man rechte Hand gleich Toilettenhäuschen. guck mal. Manuela sagt, das war super. Manuela ist genauso unmusikalisch wie ich. Das kannst du Manuela doch nicht so unterstellen. Also, Doch, wenn sie das gut fand. Manuela Aber danke, ist vom danke. Fach und hat erkannt, Ja. was für eine Größe du da in der Musik bist. Aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist auch bewusst so gewählt, dass egal wo du hintrittst, das hört sich einfach cool an. Florian schreibt, ihr seid die besten Party und Ben. Ich liebe eure Walks durch die wunderschöne Stadt Hamburg. Und überhaupt sind eure gemeinsamen Streams die besten. Grüße aus München. Florian, danke für 25 €. Vielen Dank. Man sieht, glaube ich, auch ganz gut, dass Pride Week ist. Ja, Ich glaube, am genau. Freitag wurde auch die Flagge am Rathaus gehisst, die Regenbogenflagge. Pride Week. Und ich glaube, nächstes Wochenende ist dann der Umzug. Christopher Street Day. Großer Umzug, der geht auch, glaube ich, hier durch die Stadt. Ist nicht wie Schlagermove eher am Hafen, sondern er geht, glaube ich, mehr hier so durch die Stadt. Ich weiß nicht, ob die auch bis zum Hafen runterkommen, aber auf jeden Fall ziehen die natürlich über die lange Reihe St. Georg. Das ist ja das, Das ist das Viertel. Ne? das Viertel der, oh, ich verhaspel mich da immer, LGBTQ-Gemeinde. Naja, also Helft mir bitte, ihr wisst, was ich meine. Also es ist das Viertel der gleichgeschlechtlichen Liebe. So. Ja, ich glaube, damit genau. kann man nicht viel falsch machen. Ja, genau, genau, Löwenjack. Das war die chinesische Nationalhymne, die ich da gespielt habe. Ne? Ja, hier ist auch das Alsterhaus, aber wir haben gedacht, wir zeigen euch mal so ein bisschen das, was wir hier in Hamburg so haben, was wir nicht alltäglich zeigen in den Streams, sonst sind wir mehr im Hafen unterwegs. Aber das gehört ja genauso dazu. Vielleicht interessiert es mal so den einen oder anderen. Und hier sind natürlich auch ganz viele alte Gebäude noch erhalten. Und unter anderem auch hier links, da wo jetzt Europapassage also rechts ist noch so ein beiges Gebäudeteil, genau vor dem Turm. Da, was auch Genau. so rund halb. Das, was das Ja. Halbrund hat, das ist Haus Vaterland. Auch von Martin Haller. Und
ist ursprünglich eigentlich ein Varieté-Theater gewesen. Hat heute aber nicht mehr logischerweise die Nutzung und hat sich auch von der Erscheinung ein bisschen verändert. Man hat es ein bisschen modernisiert. Aber das ist eigentlich Haus Vaterland. Da war auch irgendwie ein Grill drin, also ein Restaurant und Varieté-Theater und so. Ja, ja. Was du alles weißt. Ach, wenn man schon mal hier ist, dann kann man das ja erzählen. Also das ist hier übrigens mittlerweile der Jungfernstieg, ein Fahrradhighway. Ja. Und ich muss weiß man nicht, was aufpassen. gefährlicher ist. Die Fahrradfahrer oder die Busse, ne? Ja, oder früher die Autos, die hier fuhren. Weil Fahrradfahrer bremsen nicht. Nee, das tun sie meistens nicht. Und der gemeine Fahrradfahrer fährt meistens auch auf den Seiten, wo er nichts zu suchen hat. Ich darf das sagen, ich fahre selber Fahrrad, also von daher, ich gehöre ja dazu. Der neue Wall. Ja, Wie gesagt, eine der Shoppingmeilen. Hier sind die etwas teureren Läden. Hier Juwelier Wempe, sehr bekannt. Hier wird gerade auch gebaut. da oben steht's. Hier vorne ist auch die bekannte Wempe-Uhr. Können wir noch mal eben kurz zeigen. Alles gut, ich film hoch. Ihr seid nicht drauf. Ach, schade. Das können wir ändern. Ach so, Ja, und dann sagen sie nein, Lars. ja, Also, schade. ne? Und dann wird auch noch weggerannt. Hier, hier konnte man früher auch durchfahren. sich aber Und auch. der ein oder andere, der weiß das, Jungfernstieg war natürlich Autoposer, ne? Treffpunkt der Autoposer. Also es war schon echt so ein bisschen Fremdschämen, wenn die hier teilweise mit ihren Ferrari, Lamborghini, was auch immer, ihre Runden gedreht haben. Alles, was Rang und Namen hatte, ne? Ja. Also ich habe mir sagen lassen, dass man auch einen ehemaligen Bremer Torwart öfter hier gesehen hat, in seinem grünen, weiß ich nicht, was er hatte. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, bevor du in Bremen fährst, oder du kannst an der Außenalster fahren oder Binnenalster, ne? Dann fahre ich doch auch Binnenalster. Nichts gegen Bremen, alles Ehrlich? gut, das war ein Scherz. Wenn ich, Ja, das war doch eine Steilvorlage, ich liebe- Entschuldigung. Ich liebe deinen Humor heute. Das ist großartig. Ja, also wenn ihr euch mal eine Kleinigkeit gönnen wollt, achso, man hat hier auch abgeräumt. Also offensichtlich, naja gut, also Naja, wenn da was für 47.700 € in der Auslage liegt Ja. normalerweise. gut. Ne? Ja. Also hier gibt es mal so den einen oder anderen Da kleinen gibt es Schnapper. Uhren für 47.000 €. Ne? Andere kaufen davon ein Auto. Da gibt es Thomas Sabot, das ist dann etwas kostengünstiger. Übrigens hier auch ein schöner Hauseingang. Kann man auch mal reingehen, wenn er offen ist. Lohnt sich. Weißt du was? Ich bin gerade etwas unsicher. Ich muss mal etwas schauen, Ja, ob das richtig ist. Richter Reimer Purwind. Ich habe. also ich kann es von hier Nee, nicht wirklich also filmen. in einem, entweder hier oder ein Haus weiter, habe ich meinen Bootsführerschein gemacht. Da ist eine Yachtschule drin. Aha, Ja, okay. ich weiß den Namen nicht mehr. Irgendwas mit B, Bulle. Und das war auch so ein Ja, wir haben Haus noch so einen Eingang hier. Genau, wir haben noch so einen. Aber Gutrufhaus lohnt sich auch mal reinzugehen, wenn man sehen möchte, wie früher Eingangsportale ausgesehen haben. Also sehr, sehr eindrucksvoll. Gibt hier auch Eingangshallen, wo noch Kamine vorhanden sind. Das Schöne hier am neuen Wall ist, also ich denke mal, die Läden, da kann man nicht jeden mitkriegen, vielleicht den einen oder anderen, der Bock darauf hat. Ich bin jetzt nicht so der Shopping-Typ, aber das Schöne ist, du kannst hier halt so kreuz und quer gehen. Wir können gleich abbiegen, dann sind wir am Rathaus. Man kann nach links gehen, man kann nach rechts gehen zum Hanseviertel. Da ist dann wieder ein Seitenkanal, da ist dann wieder Wasser, wo man sitzen kann. Also das ist einfach von der ganz Ecke viele super Fleete, schön. ne? Hier haben wir diesen Durchgang, wer sich vielleicht an unseren Weihnachtswalk erinnert, da waren wir da hinten.
an den Alster-Arkaden und hier am Ende, da gibt es dann immer diesen orientalischen Glühwein mit der Einlage. Also der richtig gute Glühwein. Da ist ein bisschen was zu knabbern drin. Ne? Ja. Guck mal hier, übrigens, hast du die Schafe gesehen? Hier, die Blumenschafe. Kann ich dir mal eben kurz... Ich nehme doch Ja. einfach mal die... Ich glaube, Ben möchte ein Schaffoto machen. Ja, siehst du. Willst du ein Porträt machen? Komm. Ja, guck mal, da ist noch eins. Hier ist noch eins. Sieht auch cool aus. Aber das jetzt so in der Flucht mit der kleinen Shopping Mall da. Du meinst, Ja. du meinst geframed? Also ich wollte dem Ganzen ein bisschen Tiefe verleihen. Vielleicht kriege ich es hin. Kleine Galerie im Hintergrund. Ja, man braucht manchmal auch einfach mehr Weitwinkel. Oder weniger Baustellen. Ja, Baustellen ist also selbst hier. So, wenn ich jetzt hier so ein bisschen reinzoome. So in etwa könnte Bens Foto aussehen. Oh, da gehen wir gar nicht beiseite. Nicht so dicht dran, Entschuldige. Jürgen, danke für 18 Monate. Na, siehst du, haben wir es doch. Nehmen wir das andere noch mit und dann ist das gut. Ja, wenn, dann musst du auch die Schafkollektion machen. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Aber hier, guck mal, der ist ja schon gerupft worden. Ne? Jetzt macht der hier die Schafe kaputt. Der macht Schafe kaputt. Wer macht denn sowas? Verpasst Ach so. er dem eine neue Frisur. Das wollte ich nicht. Jetzt haben wir diese Straftat am Schaf auch noch live im Stream. Die Leute können doch schweigen, oder? Also, Bitte? Wir sind Zeugen. Ihr seid Zeugen, dass wir das Schaf umfrisiert haben. Um Gottes Willen. ihr habt doch nichts gesehen. verraten. Also, bitte. Ja, das ist übrigens auch die älteste Passage Hamburgs. Ja, da müssen wir natürlich mal einen Blick reinwerfen. Das ist die Mellin-Passage, benannt nach einem Krämerladen, der hier drin war. Und der hat wohl auch die Deckenbemalung damals anbringen lassen. Und die sind, Boah, sind die schön. ja, richtig schön. Und die wurden freigelegt, als es hier gebrannt hatte. Guck, da Aber steht auf auch den- noch Mellins Nahrung. Da gehen wir aber vielleicht nachher noch einmal durch oder so. Ja, wir gehen ja Sauber. außen rum. Genau, aber dann kann man ja vielleicht noch mal irgendwie einen Abstecher machen. Also tolle Gestaltung an der Decke. Kann das sein, dass du vielleicht das Hildebrandhaus meintest? Wo du Das drin hier warst? mit der Yachtschule. Ich weiß nicht, wobei ich glaube, da weiter vorne ist auch noch, halt stopp, es gab sogar eins, da, wo Yachtschule drüber stand. Ich glaube, da steht sogar dran. Also übrigens auch schön reinzugehen. Schauen wir mal, wer hier so residiert. eines der Treppenhäuser oder Eingangshallen. die Da, sich guck mal, lohnen. das ist sie. Yachtschule Buhlheller. Ja, siehst du, gefunden. Hier habe ich meinen Bootsführerschein gemacht. Ja, aber es sieht auch von der Eingangshalle sehr gediegen aus, oder? Ja, ist jetzt leider dunkel da drin. Ja. Aber tagsüber kann man da rein. Phänomenal. Ist wirklich hübsch. Kann man gut machen. Ja, wollen wir mal weiter, wa? Da, mehr Schafe. Für deine Serie. Ein blaues Schaf. Siehst du, mit Tiffany's im Hintergrund. Das ist doch mal ein Traum. Für die Damen. Kann man hier auch bei Tiffany frühstücken?
Weiß nicht, ob es dasselbe Tiffany's ist. Ich befürchte nein. Also die Serie Hamburger Schafe dann demnächst bei Ben auf dem Instagram-Kanal. Aber ich glaube, die gehören so ein bisschen zu dieser Sommerinstallation, die wir mal wieder in der Stadt haben. Ne? Wollen wir mal gucken, ob wir noch eine von diesen großen Blumen finden? Kann das sein, dass rechts eine ist? Gespannt sein. Nee, da ist gar keine. Ich hatte jetzt gedacht, dass hier eine ist. Also hier ist ja die alte Post im Hintergrund. Wurde auch komplett saniert. Ich war da einmal drin, als wirklich nur noch die Fassade stand. Und wir können ja einmal da vorne in den Kanal gucken. Ja, das wir wollen lass ich eigentlich gerne in die machen. andere Richtung, aber das ist ein sehr schöner Blick. Da waren wir, glaube ich, auch mit der Fleetfahrt. Ja, da sind wir dran vorbeigefahren. Hier sind überall so Hauseingänge, die ich kenne, wo ich schon überall drin war. Also ich habe ja eine gewisse Vorliebe für Eingangshallen. Man merkt es schon. Ach, guck mal, hier sehen wir auch den Michel. Du weißt nicht zufällig, wie das Fleet heißt? Nee, leider nicht. Claudia Aber- könnte es uns jetzt sofort sagen. Ich weiß jetzt leider tatsächlich nicht, wie das Fleet heißt. Aber auch sehr schön hier mit dem Michel im Hintergrund. Also hier kann man auch sehr schön sitzen. Ja, wenn man eine Brücke weitergeht, dann kann man den Michel fotografieren und hat oben auf dem Dach des Quergebäudes, was da hinten steht, da ist auch eine Galerie drin. Da hat man so 2 Figuren auf dem Dach und damit kann man dann wiederum den Michel einfassen und das fotografieren. Sieht auch ganz cool aus. Okay. Braucht man aber ein Tele für. Bleichenfleet, schreibt der Chat. Das macht Sinn. Macht Sinn. Aber hübsch, oder? Jetzt stellt euch das mal vor mit schönem Licht, bisschen blaue Stunde, Lichter an, paar Nett. tolle Spiegelungen im Wasser. Das kann man schon mal machen. Es sind immer noch Autoposer unterwegs. Irgendwie finden sie einen Weg. Aber ich fand das Auto jetzt nicht so spektakulär. Übrigens hier in dem Hübnerhaus, was auf der linken Hand ist, war ganz früher ein Café und eine Patisserie drin. Nur mal so, by the way. Also ich weiß, dass da oben auch noch ein Café ist. Das ist aber in dem Nachbarhaus. Da, wo jetzt das Parkhausschild ist. Aha. Da oben ist auch irgendwie ein Café drin. So, Also das Café hier drin existiert nicht mehr, ne? Das gibt's nicht. okay. Dann lass uns doch mal Richtung Rathaus gehen. Ich glaube, da möchte ich hier rein. Ralf, vielen Dank. 2 Euro, kleine Aufwandsentschädigung. Ja, hier gibt es so ein bisschen Boss, ne? Ja, also Läden sind hier jede Menge. Natürlich viel so eher die etwas gehobenen Marken. Wollen wir schon mal die Alster-Arkaden hochgehen und dann quasi auf das Rathaus zu? Oder wie hast du Bock? Ich wollte jetzt eigentlich gerne einmal hier ins Fleet, Alsterschleuse reinfilmen. Ja, Dass wir hier einmal so
weil diese Brücke ist halt ein sehr schöner Spot. Hier hat man natürlich einmal die Alster-Arkaden, im Hintergrund dann den Ballindamm mit dem Hapag-Lloyd-Gebäude. Fluggesellschaften, moin, 100 Raider kommen hier rüber. Schön, dass ihr da seid. Und wir stehen quasi auf der Alsterschleuse, auf der Rathausschleuse, wo wir auch durchgefahren sind. Unter der Brücke, ja, da musste man dann so ein bisschen den Kopf einziehen bei der Fleetfahrt. Andi, danke für 5 Schweizer Franken. Viel Info für 5 Tage, die wir in Hamburg haben. Wollen wir alles sehen? Ja, dann habt ihr was zu tun. Ach, es ist aber auch so, wir lassen uns ja jetzt extrem viel Zeit. Also hier kommt man eigentlich, ohne dass man hetzen muss, relativ flott durch. Also wenn du wirklich Bock drauf hast, dann bist du in 15 Minuten eigentlich durchgelaufen. Ne? Du wolltest jetzt einmal durch die Alster-Arkaden und dann quasi Und dann das U. Richtung Rathaus. Ja, Und dann hinter das Rathaus könnte man ja auch noch mal gucken. genau. Das ist eine gute Idee. Ja? Ja. Alster-Arkaden sind übrigens gebaut von Herrn de Chateauneuf. Ursprünglich ist tatsächlich nur der Arkadenbau umgesetzt worden und 2, 3 Jahre später kamen dann die Gebäude, die dahinter stehen. Ist alles gebaut worden nach dem großen Brand 1842. Da hat man dieses Gebiet hier einmal komplett neu bebaut. Und hier in den Alster-Arkaden war auch das älteste vegetarische Restaurant untergebracht. Da erinnere ich mich dran, dass Claudia das erzählt hat. Da gab es doch auch einen Brand. Genau, Oder? da hat einer der Geschäftsführer einen Brand gelegt damals, 1989 zu Silvester. Das Gebäude ist dann tatsächlich auch komplett ausgebrannt und musste dann saniert werden. Und dabei sind dann auch die Wandmalereien oder Deckenmalereien der Mellin-Passage freigelegt worden und entdeckt worden. Einfach schön von hier. Ja, definitiv. Gibt hier auch ganz markante Fotomotive. Gibt hier einen von diesen Arkadenbögen, wo man sehr schön das Rathaus durchfotografieren kann. Hier gibt es noch Ein Eis. Eisladen. Eisige Liebe. Versuch noch mal ein Bild zu machen. Mal gucken, Ja, und hier vielleicht gibt es kriegen wir das. normalerweise dann den orientalischen Glühwein. Hier sind wir auf der anderen Seite der Mellin-Passage. So. Brigitte, vielen, vielen Dank. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Gibt es hier persische Spezialitäten? Kann das sein? Bitte? Es sieht mir aus wie so ein türkisches, persisches Restaurant, irgendwie so. Ja, das ist ja auch das Ja, wo gleiche, du dann auch den Glühwein orientalischen kriegst, ne? Glühwein haben. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, hier dann durch die Bögen kann man sehr schön das Rathaus Ja, fotografieren. Ich glaube, da gibt es einen, der so am besten geeignet ist. Ich bin gerade so ein bisschen am Gucken nebenbei. Hier sind natürlich jetzt auch wunderschön überall die Stühle festgekettet. Ich könnte mir vorstellen, dass es der ist. Du bräuchtest aber auch viel Weitwinkel, ne? Also mit 35 mm enge Kiste. Henrik schickt 5 Euro und fragt, sind die Alster-Arkaden dann nicht eigentlich Kolonnaden, da sie ein flaches Dach besitzen? Du hast hier, Ja, lass mich mal ja. erklären, du hast hier aber die Rundbögen. Und diese Rundbögen machen es zu Arkaden. Ansonsten hättest du hier eine flache Verbindung. Also nicht das Innengewölbe ist entscheidend, sondern das Außengewölbe. Das Außengewölbe, okay. Die Verbindung zwischen den Pfeilern ist halt die Charakteristik einer Kolonnade oder eben Arkade. Virtual, vielen Dank.
Ein Jahr. Er schreibt, das vegetarische Restaurant war gruselig. Kennst du das noch? Also ich war nie drin. Anja aus Wasserburg. Liebe Grüße, danke für die 2 Euro. Und diese ganzen Spots laden natürlich auch ein zu Langzeitbelichtung, weil man natürlich immer viel Wasser dabei hat. Der Wenzel aus Minden, 5 Euro, vielen, vielen Dank. Für einen Kaffee in der eisigen Liebe, ja, die sahen aber schon dicht aus irgendwie. Ja, da war schon ein bisschen Putzen angesagt. Ja. Und Manuela lässt nochmal 5 Euro da. Leider kann ich im Augenblick mit meinem kaputten Meniskus nicht nach Hamburg kommen. Manuela, dann auf jeden Fall mal gute Besserung und dass das dann bald wieder klappt. Oh, hier unten ist, glaube ich, ein bisschen Party. Das ist hier unten. Ja, da ist noch ein bisschen was in Gange, ne? Hier ist noch Stimmung. Das können wir uns gleich von außen angucken. Da werden wir gleich mal einen kontrollierenden Blick werfen. Swatchladen. Genau, dann haben wir hier natürlich auch linke Hand dann hoch den Apple Store, ne? Auch bekannt. Den hatten wir eben doch schon auf der Ecke. Ich glaube, ja, den haben wir schon Ich glaube, gesehen. der war auf der Der anderen ist ja Seite auch so vom groß, der ist ja Heuenwall. omnipräsent. Ne? Genau. Hier war übrigens damals auch das Kempinski drin. Und hatte dann damals sogar noch ein kleines Türmchen. Das ist aber alles zurückgebaut worden. Ah, okay. Also so wie das Gebäude jetzt aussieht, sah es auch ursprünglich mal aus. Man hat dann damals 1850 und so auch noch mal viel verändert. Und das hatte dann ein Türmchen und ja, wurde dann irgendwann wieder zurückgebaut. Hier, die Dachterrasse hier, die hatte dann auch ein Dach und so. Das ist aber alles wieder zurückgenommen worden. Guck mal hier. Kleine Alster ist das. Gehört guck zum mal, Gin aber Hotel. Das wusste ich auch nicht. Gehört Aha. zum Gin Hotel anscheinend. Okay. schöne Location. Ja. Ja, du, ich werde mir da Kirsten mal schnappen, da gehen wir hin. Stelle ich mir, also wenn wir mal wieder Sommer haben, für so einen schönen Sommerabend, nett vor. Vielleicht kriegen wir einen warmen Herbst. Und hier haben wir natürlich so ein ganz typisches Postkartenmotiv. Genau. Linke Hand das Rathaus. Ich überlege gerade, Sonnenaufgang wäre irgendwo hinterm Rathaus. Kommt das hin? Sonnenaufgang ist hinter uns gerade. Also jetzt ist Sonnenuntergang, aber also der Aufgang wäre auf der rechten Hand hinter dem Hapag-Lloyd-Gebäude ungefähr Ah, zu okay. dieser Jahreszeit. Im Winter wandert er weiter nach links. Aber du hättest zum Sonnenuntergang könntest du eventuell Glück haben, Herbst, Winter, dass das hier so ein bisschen runterkommt. Oder aber bei Sonnenuntergang richtig angeleuchtet. Ja. Also jetzt quasi In den Sommermonaten, aus genau. Kamerarichtung. Ja. Richtig schöner Spot. Wenn jetzt hier noch eine schöne Barkasse durchfährt, Ja, vielleicht so eine grüne, ne? ich glaube, das Alstervergnügen gibt es auch nicht mehr, oder? Nee. Also es gab schon lange nicht mehr ja von immer gehört. Alstervergnügen, das war einmal im Jahr quasi rund um die Binnenalster, lauter Buden, Musik und so weiter. Aber die haben dann auch irgendwann ja, finanzielle Probleme bekommen. Da gab es dann auch immer zum Alstervergnügen noch ein Feuerwerk, was dann ausgerichtet worden ist vom Veranstalter. Das sah auch immer gut aus. Ja, geradezu ist St. Petri.
Das zu ist die sehen. Mönckebergstraße Kirche, dann. Also das ist jetzt gerade, ich glaube, Bergstraße heißt das hier. So, und da oben in den Turm kann man reingehen. Ja. Und wenn wir mal ranzoomen, seht ihr dort ganz viele kleine runde Fensterchen. Und hier kann man wirklich ganz oben in die Spitze. Und von da kann man ein ganz ikonisches Bild machen, gerade so zur Weihnachtsmarktzeit, auf das Rathaus runter. Ja. Ich glaube, kostet 2-3 Euro Eintritt. Ist relativ günstig. Ja. Ja. Kein Fahrstuhl, Nein, Treppen. also Treppen. Und du musst ein bisschen höhenfrei sein, weil du bewegst dich halt im Turm. Ne? Das muss man halt wissen. Aber wenn du da oben drin sitzt, also wirklich wenn ihr mal so Bilder gesehen habt, die von oben runter fotografiert sind, Weihnachtsmarkt, Rathaus im Hintergrund, Das ist von da gemacht. das ist meistens da oben raus fotografiert worden. Ja, nehmt euch, also wenn ihr das vorhabt, nehmt euch ein Putztuch mit. Die Scheiben sind nicht ganz sauber. Und lassen sich, glaube ich, auch nicht öffnen. Nein, die konnte man ganz früher die mal öffnen. Da wurde aber ein bisschen Schindluder mitgetrieben und deswegen hat man es dann zugemacht. Lassen sich immer noch öffnen, sind aber generell verschlossen. Aber wenn man, ich glaube, das war mal der NDR, da für eine Produktion hat man sie dann wieder aufgemacht. Ich hatte mich mit dem Küster unterhalten tatsächlich. Also Ah, okay. man kann das beantragen und es muss dann auch wirklich gute Gründe dafür geben und so. Dann kann man da durchfotografieren. Aber die machen es halt auch nicht für jeden. Ne? Okay. Freiburger, Mensch, 20 Euro. Danke, danke. Binge-Watching abgebrochen und jetzt Hamburger live auf dem TV. Dankeschön. Tor sein Bier ist leer. Ja, dann hol dir Neues. Ne? Sub, danke dir. Und Manrecycle grüßt aus dem Sauerland, haut auch nochmal 65 Cent in den Pott. Dankeschön. Edwin Wagner verschenkt eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Danke, danke. Ja, schön, dass ihr dabei seid auf unserem kleinen Abendspaziergang. Boah, diese Hamburg-Flagge, die ist aber auch groß. Ja, also vor allen Dingen irgendwie oben. Ja? ich habe ja irgendwie so ein Faible für Flaggen. Ich finde irgendwie Flaggen total schön. Deswegen habt ihr jetzt auch eine, ne? Ja, aber ich fand ja auch immer Spaß mit Flaggen lustig. Mit Sheldon. Ich habe es nie gesehen. Hast du nie Big Bang Theory Nee, hab ich geguckt? nicht. Ist es nicht dein Humor oder? Ich bin nicht so der Seriengucker und wir haben zwar einen Fernseher, aber ganz ehrlich, wir gucken so wenig Fernsehen. Das ist eigentlich mehr so ein Deko-Objekt. Also Ich habe den Humor geliebt und gerade den Sheldon. Aha. Also der war einfach immer klasse. ja, also bei mir in der Firma verzweifeln sie auch immer alle, wenn man mich dann nach irgendwelchen Filmen oder Serien fragt. Ich habe es nie geguckt. Das kann doch nicht sein. Naja, doch. Also sorry, da bin ich raus. Rechter Hand haben wir das Weltkriegsdenkmal, Erster Weltkrieg, 1914 bis 1918, steht auch dran. 40.000 Söhne der Stadt ließen ihr Leben für euch, steht da drauf. Hier kann man noch mal in die andere Richtung blicken. Tagsüber auch sehr viel Schwäne immer hier, aber die scheinen auch schon zu pennen. Ist nichts mehr zu holen um die Uhrzeit. Ach, schade, dass die Lampen noch nicht an sind, ne? Da musst du mal einen trinken, dann gehen die Lampen an. Aber das hilft uns jetzt bei unserer Mission nicht, wenn meine Lampen an sind. Also auch von hier übrigens sehr schön mit der Langzeitbelichtung fotografiert die Arkaden. Ja, also wenn ich hier noch mal rüberschwenke, Ja. jetzt sieht man natürlich nicht viel von der Spiegelung, weil das Wasser sich kräuselt. Aber wenn man das zum Beispiel mit der Langzeitbelichtung macht, tolles Licht dabei, richtig schöne Spiegelung. Ja, macht man dann wahrscheinlich tendenziell von weiter unten das Bild, vermute ich mal, damit du die Laternen nicht drin hast, oder? Ja, Ja, wobei, du kannst es ja entsprechend ausrichten. Ne? also ja, Laternen. Ich bin ja auch ein Freund davon, Dinge mit dem Bild zu haben. Ich versuche das gar nicht immer alles so clean frei zu räumen. So ein kleiner Störer, der ist schon gar nicht so schlecht. Mann, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Maha Katz, 5 Euro Superchat. Wir sind gerade in Rostock und wollen diese Woche mal nach Hamburg. Wir hoffen, wir erwischen einen Tag mit Livestream, dann kommen wir vorbei. Ja, einfach
mal, ja, am besten WhatsApp-Kanal abonnieren und dann mal einen Blick noch ein bisschen auf YouTube werfen. Also die Chance besteht auf jeden Fall. Dirk Emden, 22 Euro. Dirk, Mensch, danke. Früher oft in den Ferien gelaufen. Hier. Ja, cool. Und Earl Out of Time im 3. Monat. Prime Sub, danke, danke. Bernhard ist da, Bernhard Sonderhüsken. Verschenkt 5er Mitgliedschaften, danke, danke. Und Elisabeth, 1,99. Ach Mensch, danke ihr Lieben, ihr seid echt so lieb, dass ihr den Kanal so unterstützt. Ja, das Rathaus. Ja. Richtig schön. Es gibt eine Straße, da hat man quasi die Flucht, hat man wirklich einen geraden Blick auf das Rathaus. Denn vielleicht mal ein kleiner Fotografietipp, wenn man zu nah dran geht, hat man halt immer das Problem der stürzenden Linien. Wir können das ja mal zeigen, indem wir einfach mal so ein bisschen mittig gehen. Also wenn man sich da jetzt mittig vorstellt, dann ist man natürlich gezwungen, nach oben zu fotografieren. Und dann verzerrt das halt alles so ein bisschen. Beziehungsweise man hat diese sogenannten stürzenden Linien. Das sieht man jetzt hier auch ganz gut an der Laterne, die also jetzt so völlig schräg in das Bild reinragt. Das ist einfach so ein Effekt, wenn man bergauf oder bergab fotografiert. Und da gibt es dann hier glücklicherweise eine Straße, wo man ein bisschen zurück kann. Ja, die Rathauspavillons, die werden hier auch komplett saniert. Die werden auch neu gemacht. Und wenn ihr wirklich sagt, Mensch, schönes Bild vom Rathaus, da ist Sonntagabend schon gar nicht so schlecht. Ja. Na, ihr seht das also jetzt hier so, wenn man mittig steht, das sieht ein bisschen komisch aus. Jetzt so nach oben gefilmt, deshalb braucht man einfach etwas Abstand. Und dafür, jetzt mal in die andere Richtung, steht da ein Auto. Ja, Aber, habe ich eben schon gesehen. Also wer sowas mal sehen möchte, wie das aussieht, bei mir auf meinem Instagram-Account gibt es so ein Foto. Da gibt es eine Curry-Kultwurst und die Kultpommes. Aha. Die Bude kann ich auch noch nicht. Oh, hast Oder du- kann das sein, dass die hier in den normalerweise Das in kann dem sein, dass die Pavillon da drin drin waren sind. und jetzt gerade halt. Ja, die werden ja, Ja. alle saniert jetzt. Willst du sowas haben? Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ey. Hast du Bock drauf? Komm, wir müssen das mal testen, oder? Currywurst im Livestream? Komm, machen wir. Komm, testen wir. Müssen wir mal fragen, ob wir ihn filmen dürfen? Soll ich mal vorgehen, mal fragen? Ja, mach doch mal. Moin! Wir machen gerade einen Livestream, Hamburg Hafen Live, und laufen hier so ein bisschen durch die Stadt. Kennst du Hamburg Hafen Live? Also Hamburg Hafen kenne ich, Ja, aber- jetzt den Live-Channel nicht. Nee. Ist es für dich okay, wenn wir dich ein bisschen filmen? Weil wir wollten bei dir eine Currywurst Pommes kaufen und mal probieren. Tatsächlich eine kann ich ja sogar noch genau machen. wenn Ja? das passt für euch. Ja, geil. Also wenn es für dich okay ist, dass wir dich mit filmen? Ja. Ja? Witzige Zufälle. Ja, Also hier komm ist. dran. Genau. Moin, also hier haben wir die Kult-Currywurst mit den Kult-Pommes. Genau. Und du hast noch genau eine Wursttasse. Eine hab ich noch genau da. Ja, die teilen wir uns. Ja, genau. Machen wir eine schöne Curry-Pommes. Ja, Gerne. Aber schön. Komplettpaket. Einmal das Einmal Komplettpaket. alles. Das, was Ganz zu trinken genau. bei euch sein. Äh, Was Alkoholisches. Heute haben wir auch zum Wochenende speziell Bier vom Fass, ganz frisch Aha, gezapft. das Also ist wenn ganz, ihr- ganz lieb, aber wir müssen ja ein wenn bisschen ihr nüchtern unterwegs bleiben. seid. bin- Ich wollte nee. gerade sagen, alkoholfrei Nein. nicht sonst, Ratsherren. also für mich nix. Nee, Für mich erstmal nix. nein, alles gut. Danke. Wir nehmen die Currywurst Pommes und Ja. dann ist Gerne. Ist Soll cool. die klassisch mild werden oder ein bisschen schärfer? Diese Nö, die Klassisch. kann gerne. Klassisch? Okay, Ja. klassisch. Ja. Kann klassisch werden? Ja. Ja. Das wäre es dann soweit bei euch. Oder so noch irgendwas? Nö, alles Bier gut. ist gut, sagt der Arzt. Genau. Sag mal, seid ihr normalerweise hier im Pavillon drin? Wir waren tatsächlich, wir sind seit 45 auf dem Autosmarkt. Ah, Ja. ja, da steht es auch, seit Genau. 1945. Okay. Steht's. Waren tatsächlich dann seit den 80ern hier in dem Pavillon, der auch drüben schon. Und die sehr werden ja gut jetzt gerade alle saniert, oder? Genau, werden alle saniert und wir sind jetzt in dem kompletten. Wir hatten davor tatsächlich nur 8 Quadratmeter, jetzt haben wir den ganzen. Mhm. Aha. Und wird auch sehr spannend dann mit Innenbereich und allem drum und dran. Ja. Und was ist da so der Zeithorizont? Ab wann könnt ihr einziehen? Also meine Planer sagen Q4 wird, also das ist auch das, Dieses was ich Jahr? dieses Jahr noch anpeilen will. Wir Hamburger hatten- Zeitrechnung für Bauvorhaben? Ja, das ist ja eh gerade so eine Sache hier überall. Aber wir sind da voll dran, weil wir hatten ja letzten Samstag unser 80-jähriges.
haben wir dann so einen kleinen Rahmen gefeiert. Und deswegen wollen wir wenigstens im Jubiläumsjahr soweit die Küche öffnen, dass das schon mal wieder losgeht. Deswegen haben wir jetzt aber zumindest für die Überbrückung unseren alten Herrn hier ausgepackt. Bisschen Ja, cool. gemacht. Aha. Ja, aber es ist eigentlich ganz cool, das Wägelchen hier so, oder? Das hat Weil, schon seinen Zweck jetzt, wir sind seit fast 2-3 Wochen am Start. ja, ich dachte Hat schon seinen Zweck gerade, gut erfüllt. Auch jetzt kommst du um die Ecke und der ist, Ja. von wann ist denn der Wagen? Der ist doch auch der ist oldschool, der oder? Ist auch schon fast älter als ich tatsächlich. Also das, ich bin jetzt 26. Und der, ja, ist das glaube ich. Seid ihr Familienunternehmen? Ja, dritte Generation. Du bist also wirklich Macht auch das mit meinem Familie, Bruder dritte zusammen, Generation. Genau, volles Met. Großeltern damals nach dem Krieg, gab es ja nichts. Ja. Mit Suppe angefangen und dann hat sich das alles so entwickelt, schnell bis so. Dann hat man sich irgendwann auf die Currywurst spezialisiert, aber wir wollen natürlich auch dann im großen Rahmen ein bisschen uns vervielfältigen. Klar, immer noch der Linie treu bleiben, aber auch gucken, dass wir. Das ist aber auch- in dem kleinen Pavillon fast kaum möglich. Jetzt haben wir Ja. auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, die wir auch so Also sag ich mal, vielleicht kulinarisch umsetzen können. Noch Aber- mal ein bisschen was anderes Genau. zur klassischen Currywurst, Genau, die sich genau. Zwar offensichtlich nicht Streetfood-Linie verändert. bleiben, der deutschen Küche treu bleiben, aber so ein bisschen, du kannst ja mit Pommes auch viel machen heutzutage und auch so Wurstvariationen, Rindscurrywurst, dass man mal was anbietet. Aber ich finde es ja sehr cool, dass das immer noch dann in Familienhand ist, weil solche Lagen werden natürlich ja. gerne mal von den großen Ketten War auch ein assimiliert. langer Weg tatsächlich. Aber das Da hat muss sich- man schon, glaube ich, ganz schön Durchhaltevermögen Genau, haben, genau. gerade auch Pandemiezeiten und so weiter. Das auf jeden Fall auch. Das war ja. bestimmt nicht einfach. Absolut, das war auch Ja. ein Weg. Und wir haben schon alles durchlebt, von Pandemie, wie du schon sagst, bis hin jetzt zu der ganzen Baugeschichte. Ja. Wir halten aber weiter durch und machen weiter und auf die nächsten 80 Seiten immer. Aber die Ja. nächsten, erstmal das nächste große ist dann das 100-jährige in 20 Jahren. Das ist dann auch, aber. Ja, also ihr habt einen Plan. Wir haben auf jeden Fall vor. Ja, einen ist doch Plan cool. und Genau, wollen jetzt auch immer weiter witzig, ne? Mit Social Media wollen wir natürlich auch immer Ja. weiter größer werden. Wir sind auch Also wir sprechen hier mal, obwohl Aber ja. für die Empfehlung müssen wir noch warten, bis wir sie Ja, wir müssen erst- gekostet ja. haben. Also wir können auf jeden Fall schon mal einen Freundlichkeitsbonus, Sehr eine gut. Freundlichkeitsempfehlung aussprechen. Also Super. es wird auf jeden Fall schon mal mehr als ein Stern. Sehr gut, okay, das ist schon mal drin. Das ist- Ja, also wenn du magst, Hamburg Hafen Live auf Ja, YouTube, super. da kannst Sehr du dann auch gut. Seid ihr auf nachträglich YouTube nochmal. live oder auf- YouTube und auf Twitch. Ah, auf beiden, beides. sind auf Ja, beiden jetzt parallel Twitch. Ja, mega. Live. Cool. Mein Und dann Sprachfehler. macht ihr das immer so ab und zu mal, oder? Ja, oft Auch sehr viel im regelmäßig. Hafen, viel was so im Hafen passiert. Ja, logisch. Spielt jetzt Gerade was mit. da so an Schiffen und ab und zu laufen wir halt so ein bisschen durch die Gegend, zeigen ein bisschen Hamburg. Der gute Ben ist immer geschichtlich Das bin ich, glaube ich. cool. gerne unterwegs. Also hat den dann quasi hat noch so ein bisschen Horizont, das Background alles. und deshalb finde ich das auch gerade ganz spannend, dass das Ja, wirklich Familienunternehmen, ne? Genau, also wirklich das so gibt's ja eine, heutzutage weniger, würde ich mal behaupten. Vor allem so Kleinstunternehmen, wie wir es jetzt ja noch sind, Ja. ist es, sind wir auch, wie gesagt, stolz drauf, muss man auch sein, weil sonst anders lebt man da. Man muss das mit Ja, Leidenschaft man muss es leben, auch mit, sondern- genau, man muss mit ein es bisschen wollen. Passion machen, sonst Genau. funktioniert es nicht. Absolut. Ja. Aber cool, ja, guck mal, dann seid ihr jetzt hier, macht ihr so eine Runde immer Richtung Hafen und habt heute... immer unterschiedlich. Ja, so. Genau. Wir haben jetzt gesagt, Sonntagabend ist nicht ganz so viel los in der Ja, Stadt, ja, absolut. Das weil ist man auch muss ja immer wettertechnisch und sowas. und man muss mit Menschen natürlich mal ein bisschen aufpassen. Du Klar, kannst logisch, natürlich nicht jeden filmen. das stimmt. So, wenn ihr wollt, hier haben wir natürlich auch einen Instagram-Account, Genau. das Baby Express Buffet. Genau. Sehr schön. Was sagt denn der Livestream-Chat? Ja, was sagen die denn zu euch? Ja, wie So, geht's da dir schauen wir noch überhaupt? mal. Hier schreibt jemand, gute Pommes müssen zweimal frittiert werden. Die achten genau darauf auf die Zubereitung. Ja. Auch Pläne für Ja. den Pavillon auf jeden Fall. Mega sympathisch, schreibt der Robert hier. Eine Hamburger Institution, netter junger Mann, wie sympathisch. Also du hast, wie gesagt, schon mal eine ganze Menge Aber Sympathie Freundlichkeit ist gefunden. schon mal der Bonus. Ja, Okay, das muss ist schon mal Jetzt muss doch die Wurst Ja. passen. Ja, ja. ganz genau. Super. Und Hans-Dieter fordert natürlich Senf auf die Pommes. Ja, das ist, ich hab, Also wir Pommes leben mit hier Senf ist ja mein Ding. Wir leben Machen wir erleben halb. alles. Also das bei dir so ein Klecks Senf auf der Ecke? Auf die Ecke, können ja. wir machen. Also wir haben hier tatsächlich jegliche Variation. Die Spanier sind da auch immer gerne unterwegs mit ihrem Senf. Wir haben ja viele Touristen hier auf dem Hamburger Ja. Rathausmarkt. Das ist ja Spanier sind Pommes mit Senf. auch oft und natürlich immer. Ja. Vor allen Dingen haben ja eigentlich auch ein anderes Wurstsortiment oder ein größeres. Wir haben uns jetzt hier auf unseren Klassiker spezialisiert, sage ich mal, mit dem wir mit unserem regionalen Fleischer, der sitzt tatsächlich hier direkt an den Messehallen. Auch schon, die kennt meine Tante noch, damals als mein Vater und meine Tante das gemacht haben, also Familienbetrieb auch Ja. da. Und haben aber auch eigentlich eine Krakauer, eine selbst erstellt mit ihm zusammen oder auch Thüringer, ne? Ganz klar die Original. Aber hier. Ist das da hinten die Rindermarkthalle? Oder Genau, wie? aber nicht die Rindermarkthalle, sondern der sitzt, wie heißt denn das? Ist das da bei Delta in der Gegend oder? Bei Mattfeld da.
Die Ecke, wisst ihr? Genau da. Aber es ist dieses Gelände da, glaube Genau, ich. ist ja ein Riesengelände. Also weil Delta ja. kennt man, glaube ich, so als Steak-Restaurant. Ja, gut, da gibt's ja. Die machen ja auch große Alles Fleischexporte mögliche, ja. und so. Ja. Genau. So. Das ist aber kein Senf, ne? Nee, Das Mayo war- wolltet ihr aber drauf, ne? Eigentlich wollte Ansonsten mache ich. Egal, nee, also Eigentlich- jetzt Ich hab brauchst immer noch- Nee, ich kann auch noch- nee, Alles- nee, ist okay. Alles gut. Wir nehmen es auch Ich hatte mit Mayo. nämlich mit Mayo drauf. Aber ich kann ja auch noch immer ein bisschen Senf drauf machen. Nee, dann wird das zu viel. Soll das Nee, ein bisschen passt schärfer schon. werden oder klassisch mild? Klassisch mild. Jo. Klassisch mild. Aber ihr könnt auch noch, ne? Ich bin ja noch ein bisschen, gut, jetzt nicht mehr allzu lang, aber wollte eigentlich auch. Ja, wenn du noch keine Wurst mehr Zufälle hast. gibt's. Ja, Zufälle gibt's. Ich habe mal gesagt, das, was noch da ist, das Ja. machen wir. Brötchen, warte mal. Ja, Brötchen brauchen wir nicht. Brauchen zwingend. Brötchen Alles brauchen wir gut. nicht. Nee. Alles klar. Den tauschen wir einmal. Warte, dann machen wir aber hier. Ich kann es auch behalten, wir verkaufen es als Werbesendung. Genau, ja, ich mache hier Feierabend. Du, wir brauchen einen Bewertungsbeleg, können wir absetzen. Ah, Stimmt auch, ja. Nein, alles gut. Kann ich machen, überhaupt nicht. Nein, 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 Nein. nein, jetzt Hier bitte sitzt aber keinen genau Aufwand hier. fünfmal. dann machen wir halb, ne? Machen wir halt Das ist halb. cool, danke. Dann lasst euch schmecken. Ganz ne? lieben Das Dank. werden Ganz wir. viel Spaß noch im Livestream. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr jetzt noch. Ja, immer so, wie wir Lust haben. Ach so. Also hier Ja, hat ja, er du musst das ja gerade sehen, noch ja. gefragt nach Preisen. Ich blende hier mal Genau. die Preisliste ein. ein. Üblich. Das ist Ja, also bei der Lage, dass man da keine Wurst für 3,50 bekommt, ist glaube ich hatten klar. Wir auch Ne? schon, aber sind leider schon fast ein Ja. Jahrzehnt her. Ich glaube, das ist einfach der Lage und der Stadt geschuldet. Genau. Aber sehr sympathisch. Super. Ja, wir Soll's haben noch schmecken. Ist natürlich, ne? Ich hoffe, das passt trotzdem. Das ist jetzt wir die testen letzte das Wurst jetzt. des Tages, aber Die letzte Wurst des Tages. ist auch ein Ding. Ach, das Ja. ist die beste, glaub mal. Ja, Gerne. Und wenn ihr noch ein Brötchen oder was auch haben oder mehr Ja. Soße, dann sagt einfach Bescheid. Wir sind ja noch hier alles da. gut. Das ist doch cool. Okay, Männer. Wir probieren es mal, ne? Dankeschön. Danke. Achso, wie heißt du? Ludwig. Ludwig. Ganz altertümlicher Name. Wow, Aber cool. cooler Name. Ludwig. Ludwig, cool. Eigentlich sogar Ludwig Sebastian mit Bindestrich, aber genau, da sind wir. Ja, gerne, ja. Ja, also bei euch kann man hier auch Punkte sammeln Genau. und dann gibt es die nächste Eine Wurst. umsonst. Wurstkarte. Ja, richtig. Die Ein 10 Zehner. geht dann aufs Haus. Guck mal, da gibt's hier. Ja, komm, Ja, alles nehmen wir gut. mal. Kein Bestechungsversuch, Nein, die stempeln wir jetzt gleich ab hier. aber. Das ist ja hier Dafür haben wir richtig es ja wie nicht bei der umsonst gemacht. Fahrkartenkontrollierung. Genau, das Zack, ist zack. schön mit Herzchen und dann. Oha. Guck mal, hier wird auch Liebe gegeben. Ne? Dankeschön. Absolut. Wir braten mit Danke dir. Herzchen. So, wir gehen mal hier an den Dankeschön. Stehtisch. Und So, jetzt So. ist hier. warte mal, jetzt gucke ich Verkostung mal, angesagt. ob ich uns hier beim Essen. Ein Traum, du Essen im Livestream. Warte Das mal, ist ich das, muss- was man ganz muss besonders das so ein gerne bisschen mag. hier Oh, wackel, wackel. stütz dich mal bitte nicht auf, weil dann Nee. könnte die Kamera Nee, nee, einen Abgang machen. Dankeschön. gerne. So, Ja. Ja, guten Appetit. Ne? Wir testen das hier mal. ja, da müsst ihr jetzt durch. Eigentlich bin ich ja nicht so der so im Stream essen geht, aber eine Pommes und Currywurst. Auch wenn sich das so aufdrängt, dann muss man es eigentlich machen. Ne? Aber wie geil, oder? So Ja. klassisch und dann dieser alte Wagen. Also ich hätte nicht erwartet, dass hier im Alster, ist geil. in dem Pavillon, so ein alter Familienbetrieb drin ist. Nee. Aber haben wir was entdeckt heute hier? Also ich finde auch, das ist die Entdeckung des Tages. Der Woche. Schmeckt sogar. Schmeckt gut. Guck mal hier auch so mit so ein paar Röstzwiebeln oben drauf. Ja, Ludwig sympathisch, ganz genau. Absolut. Ihr könnt ja mal einen Gruß auf Instagram rüberschicken. Finde ich immer ganz lustig, wenn die so ein bisschen Feedback auf dem Wege kriegen. Ja, vor allem, wenn ihr da seid und habt irgendwie Bock auf sowas. Also ich könnte jetzt zumindest sagen, damit macht ihr nichts falsch. Ja, also ist schon gut. Ja, also man merkt, das ist gute Wurst, gutes Fleisch. Mit Senf wären die Pommes natürlich noch besser. Aber Ja, da jetzt, da war er, glaube ich, nervös. ja, aber das ist jetzt auch Quatsch. Senf mit Mayo, das geht auch nicht so gut. Wilde Kombination. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Hunger. Ja, sorry fürs Essen im Stream, aber das musste jetzt sein. Hätten wir eine Portion allein gegönnt, ja. War ja nur noch eine Wurst da. Und ich finde es auch ganz cool, wenn man sich sowas noch teilt. Also der Account war BB Express Buffet.
BB Express Buffet, der Instagram-Account. Ja, heute hier Astra vom Fass. Ein großes oder ein kleines? Noch was dazu? Sebastian Kolze sagt, Followerzahlen mal gerade verdoppelt. Ja, hier ansonsten currykulttreff@yahoo.de, da könnt ihr auch eine E-Mail schreiben. Ja. Elke fragt, wo genau sind wir? Ja, wir sind am Rathaus. Also Genau direkt gegenüber. Gegenüber vom Rathaus. Hier sind ja diese, wie heißen die, Rathauspavillons? Oder? Ich glaube ja. Die werden gerade renoviert. Und deshalb steht hier dieser Würstchenwagen. Ja, der Ludwig hat gerade erzählt, normalerweise waren sie ganz vorne drin. Und das haben sie dann aufgegeben und wechseln dann quasi hier in eins der größeren Gebäude. Stefan fragt, wer filmt. Wir haben die Kamera einfach jetzt hier mal auf den Tisch gestellt. Genau. Achtung, ich helfe dir. Cool. Finde ich lustig. Kann man machen. Schreibt doch einfach mal einen lieben Gruß auf Instagram. Da freut sich der Ludwig. Bist du die Freundin Genau, meine. oder Lebensgefährtin? Seid ihr schon verheiratet? Noch nicht, da wird schon Druck gemacht, aber es passiert ist. Ach Gott, das ist ja süß. Oh, Dankeschön. Das ist ja lieb. Aber sie hat schon Ja gesagt, ja? Finish nicht sogar. Noch nicht? Oh, Ja, das ist aber. musst dir noch ein bisschen Mühe geben. Nee, es ist schon sehr, sehr. Ohne sie wüsste ich auch nicht, wie das alles ist. Ohne dich könnte er nicht, hat er gerade gesagt. Sag mal, Ben, Ja. magst du noch ein Foto machen? Dann können wir das vielleicht auf Instagram posten Ja. und ihn verlinken. So einmal so die Bude. Ist ja gerade. Nimmst du den Rest so? Ja, du kannst den letzten Wurstbrökel hier nehmen. Das wäre vielleicht ein Foto, das wir dann auf Instagram posten, dann verlinken wir ihn. Ja. Fände ich, glaube ich, ganz witzig. Machen wir so. So, also Ludwig war lecker. Ja. Sehr lecker. Also Wurst, Ja. sehr geil. Also eine Empfehlung, was ist das noch Süßes? Ach, das sind diese Bonschen, die Claudia auch immer hat. Ah, Das sind diese Ankerbonschen. Halt mal bitte, ich will Ja. mal gucken, ob ich das mit der Kamera hinbekomme. Claudia hatte die auch auf der Barkasse. Die sind super lecker. Das sind so ganz harte, aber die sind super lecker zum drauf lutschen. Aha. Ja, also es sind Okay. ganz, also diese Ankerbonschen, ich kenne die sind super lecker, ne? Auf jeden Fall auch, Die sind richtig lecker. dass wir die auch Ja. Partner, da können wir den nämlich auch so im Bereich anbieten. Da haben wir so eine kleine Ecke vor, wo wir so ein bisschen auch einen kleinen Merchandise machen wollen. Da wollen wir uns auf jeden Fall, das ist ja auch ein super Hamburger Traditionsgut. Aha. Ich sack die mal ein, ne? Genau, gerne. Aber freue mich, dass es gepasst hat. Ja. Ja, hervorragend. So, ich mach wir, hier- machen gleich mal ein Bild von dir. Er macht noch ein richtiges Foto. Ich hab und dann mal schnell ein verlinken wir euch auf Handyfoto. Instagram einmal komplett. Ich muss mal schauen. Hamburger Hafen war das, ne? Hamburg Hafen Live auf YouTube. Oder Twitch. Du bist ja eher Generation Twitch. Ja, ich bin da. Aber YouTube ist alles. Ja, YouTube sind ein paar mehr Zuschauer. Aber Mein Handy ist mir auch schon voll am Explodieren. Gerade online gegangen ist. Ja, Hamburg Hafen Live findet ihr auf Instagram auch. ist ja, also ja, ich finde Ah, cool. ich finde das halt toll, wenn man einfach so einen Familienbetrieb dann findet Ja. und dann, also einfach auch, dass ihr gesagt habt, hier den alten Wagen zu aktivieren, weil irgendwie muss man ja überleben. Ne? Das, in der Bauphase jetzt hier, kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt irgendwie erstmal ein paar Monate Urlaub. Deswegen, also wir haben auch hart dafür gekämpft, dass wir unseren Platz wiederbekommen. Also morgen sind wir leider nicht da, aber Dienstag. Dienstag, Mittwoch und dann sind wir wieder voll da. Und dann hoffe ich, dass das Wetter mitspielt. Das ist immer so eine Sache aktuell noch. Nicht mehr? Ludwig ist gerade ganz beschäftigt mit seinem Internet-Account. Der möchte kein Bild. Ja. Ludwig, du musst noch einmal posen vor der. Ja, hier funktioniert nicht mehr. Okay, dann muss ich gleich mal schauen. Ja, immer für seine Gäste da. Stell dich gerne rein. Rein ist geiler. Wir haben auch eigene Shirts. Sieht eigentlich besser aus mit Shirts, aber ich weiß nicht. Ah, du brauchst keine Schürze, Mann. Ja, Martin, Alles gut. Oder hier die Zange nicht. Warte, machen wir so. 3, 2, 1. Geht los. 3, 2, 1, Arbeit. Nimmst du deine zukünftige Lebensgefährtin noch mit in den Arm? Sie ist da hinten, aber Willst du mit drauf? Ja, komm mal mit drauf. Ach, das finde ich auch super. Das finde ich ja super, die beiden zusammen. Toll.
Das ist richtig toll. Das ist so, So, geht los. Ela-Style. 3, Ja, 2, super. 1. Richtig cool. Sehr schön. Super, ich danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Also richtig gut. Toll. Kommt gerne wieder rum und ihr auch. Ja, machen wir. Ja, wir müssen ja, die Karten hast du eingesteckt. Ne? Die Karten habe ich müssen eingesteckt. Die machen wir müssen voll. machen. Laufen die irgendwann ab? Wird man nicht so leicht los, wir sind auf die nächsten 80 im Haben die ein Haltbarkeitsdatum, die Karten? Wie lange dürfen wir die haben, um sie voll zu machen? lebenslänglich. Oha. Uhaha. Aber na klar, ich denke auch, natürlich. Deswegen sind die ja hier so aufgestellt. dass Toll. man immer schön nehmen. Ja, wollen wir weiter? Ja. Okay, euch Alles einen klar. schönen Abend noch. Ebenso. Ganz lieben Schönen Dank. Feierabend. Tschüss. Den Livestream und ganz viel Spaß euch und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wo wollen wir laufen? Ich würde, Wollen wir sagen, noch mal irgendwie- ich würde sagen, wir gehen jetzt hier durch und gehen Ja. vielleicht noch mal so ein bisschen Barliendamm. Ja, Oder wolltest du noch mal hinters Rathaus? ich wollte eigentlich. Komm, dann lass hätte uns ich Bock. hinters Rathaus noch einmal. Ah, guck mal, die Lichter gehen jetzt auch an. Das ist doch schön. Endlich. Also Rathaus Blaue Stunde ist wirklich ein Knaller. Ja. Übrigens, unter der Uhr ist ein Phönix, ne? Also Phönix aus der Asche, auferbaut, also erbaut quasi aus Ruinen. Und darunter ist eine Tür. Und diese Tür, die stammt aus dem ursprünglichen alten Rathaus, was 1842 gesprengt wurde, damit der Brand nicht weiterläuft. Wo der stand, okay. wissen wir auch, das haben wir im Kontorhaus-Stream auch kurz behandelt. Übrigens, das Rathaus wurde gebaut von, Martin Haller. selbstverständlich, Jawohl. also Martin Haller hat es nicht alleine Ja. gebaut, er hat ab seinem 19. Lebensjahr immer wieder Entwürfe eingereicht, wie das neue Rathaus aussehen könnte. Und hat sich dann mit Hamburger Architekten zusammengetan, hat dann den Hamburger Rathausmeisterbund gegründet. Und zusammen haben sie dann Gehen wir das rechts neue oder links Rathaus rum? entworfen. Rechts oder links rum, ist egal Och, eigentlich. eigentlich können wir auch rechts rumlaufen. Ne? Leon, ganz lieben Dank. 10 € Stärkungszulage. Dankeschön. Danke. Also solche menschlichen Sachen sind meine Highlights in den Streams. Ganz ehrlich. Ja, so aber davon schön lebt das Hamburg doch auch. ist, so toll, so viele Sachen es hier anzugucken gibt, aber sowas dann zu finden, Familienbetrieb, Ludwig, dritte Generation mit seiner Freundin steht hier auf dem Sonntagabend in der Frittenschmiede Ja. in so einem Oldschool-Wagen. Also für mich ist das einfach, also da geht mir auch das Herz auf. Das ist so, also Ist cool, oder? ja, und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr dann irgendwie da mal hingeht und sagt, Mensch, wir haben den Stream gesehen oder so. Ja, macht das mal. Ne? Also die Wurst war auch tatsächlich lecker, kann man essen. Ich glaube, also er hat ja gesagt, sie haben eigentlich noch viel mehr in der Variation. Im Moment nur etwas reduzierter. Also das wäre es mir wert. Wahrscheinlich kommen jetzt alle und wollen noch einmal bei dem alten Wagen essen, bevor die dann in Wobei, das in wäre den doch neuen cool, oder? Pavillon umziehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das echt ein anspruchsvolles Business ist. Gastronomie allgemein ist, glaube ich, ein sehr anspruchsvolles Business. Und ich glaube, beim Thema Gastronomie verschätzen sich auch ganz, ganz viele. Ja. Es gibt ja immer wieder so diese, Ja, siehst sie kommen und dann siehst du ja auch schon wieder gehen. Ne? ja, und es gibt ja immer diese tollen Auswanderer-Stories, die dann meinen, sie wandern irgendwie, wer weiß wohin aus und machen da ein Restaurant auf. Also Ja, die Gastro Leute glauben ist, immer, das läuft von alleine. Nee. Nee, Gastro ist wirklich nicht ohne. Brigitte, ich danke dir. Moin. 2 €. Dankeschön. Moin. Wer bist du? Ich wollte sehen, dass du Livestream machst, Ja. weil ich gerade in Hamburg bin. Ach so, du kennst uns offensichtlich. Ja, ich schaue. Ach so. Ah, dürfen wir dich filmen? Ja. Ja, jetzt Wer hast bist du du uns denn? erwischt. Wer bist du Ich denn? bin der Michael, komme aus Bayern. Und Michael aus Bayern. Ich besuche meine Tochter hier in Hamburg und Ach cool. ich Ja. schaue auf Hamburg Hafen Live. Das ist aber Das ist doch schön. cool. Cool. Das ist ja schön. Da läuft man einmal durch Hamburg, ne? Zack, Genau, ja. trifft man sich. Aber den kenne ich doch. Ja, da vorne gibt es noch Pommes, haben wir gerade festgestellt. Ja, Wurst ist leider alle, aber ganz toller alter Familienbetrieb, wenn ihr noch Hunger habt. Leckere Pommes mit Senf. Mal gucken, ja. Ja. Nee, cool. Okay, Dann mal noch einen schönen Michael. Abend, ne? Und immer weiter so. Ja, Tschüss. machen wir gerne. Tschüss.
Oh, kommt man noch rein? Das ist ja super. Da hinten ist das Deutsche Bankhaus. Das sehen wir vielleicht gleich noch. Da gehen wir gleich noch. Ich wollte noch einmal den Brunnen zeigen, Ja, den genau. Innenhof. Finde ich super. Finde ich klasse, dass man da noch reinkommt. Kann man da noch Ist das ein Bild manchmal zu? machen? Ja, das wird über Nacht geschlossen. Ah, okay. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht das geilste Bild, was man machen kann. Ja, du hast ja hier auch eine Polizeistation gleich mit dran. Oh, das ist der Innenhof. Sieht vom das klasse Rathaus. aus? Also bitte, Leute. So, ich versuche das mal einzufangen. Ich gehe mal ein bisschen Ja, zurück. lauf mal ruhig durch, kein Problem. Aber hier gibt es ja auch diesen einen berühmten Bogen, wo man drin stehen muss, um das Bild zu machen, ne? Ah, den hast du auch gefunden. Ja. Hier habe ich mich auch immer gerne mit 360-Grad-Panoramen ausgetobt. Aha. Ah, das sieht aber auch klasse aus. Also, Ich habe eine Zeit lang gerne diese Little Planets gemacht. Und Aha. ich habe mal 2 gemacht, vor dem Rathaus und hier im Innenhof bei richtig schöner blauen Stunde. Mal gucken, ob ich die noch mal finde. ja, die würde ich gerne mal sehen. Hatte ich damals so einen Tick mit diesen kleinen Planeten. Ja, toll. Ja, also wenn ihr das fotografieren wollt, 12 mm ist, glaube ich, Pflicht. Oder halt ins Detail gehen. Ja? Also ich finde gerade hier die ganzen Figuren oben, also das... Ja, mit Tele kannst du natürlich auch schön vor allem arbeiten, hier ne? ist das alles tiefer als an der Frontfassade. Die Frontfassade ist höher gezogen. Hier kommt einem das alles ein bisschen dichter vor. Oder ich täusche mich. Ich versuche mal die Figur da oben zu fotografieren. Ja. Der Brunnen soll ja irgendwie daran erinnern, an die Sturmflut damals, an die schwere. Okay. Ob das wirklich stimmt, weiß Das ich weiß nicht. ich Ist jetzt jetzt nicht. gerade ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Versuch mal, vielleicht kriege ich das auch hin. Hansi, 5,99, danke dir. Ich gehe mal aus dem Weg, wir wollen ein paar Leute fotografieren. Gummiberg, 2,49, danke schön, danke. Und Ulrich Böcker, 5 Euro für tolle Momente im Live im Chat, ja. In der Tat, das war echt toll. Und 10 Euro von H. Adam, auch an dich ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja, ich suche die mal raus, diese Little Planets, dann haue ich die mal in die Story. Ich hoffe, ich finde die noch. Die waren damals, ich fand die damals toll. Die waren noch richtig von Hand gemacht, da gab es noch gar keine 360-Grad-Kameras. Das war noch mit, Das war noch richtiges Handwerk, mit ne? Nodalpunktadapter, Oha, mit einem ja. rasierten Fisheye-Objektiv. Aber Laufen wir nur- euch jetzt ins Bild oder? Also der Herr hinter uns fotografiert die Dachbereiche. Ach so, Und deswegen dachte ich mir, ich kann mich hier mal so hinstellen. ich wollte noch einmal hier so eine Figur im Detail zeigen. Fun Fact, ich habe auch mal eine Hochzeit fotografiert. Die wollten dann unbedingt das Gruppenbild vor diesem Brunnen haben. Ja. Sind natürlich einige im Brunnen gelandet. Inklusive der Braut. Oh, okay. Ja. Aber nur mit Füßen. Also, Das geht ja noch. und es war gutes Wetter. Aber da ist eine Polizistin, die kann man ja gegebenenfalls mal fragen, wie die Öffnungszeiten hier sind. Ja, das können wir Ich machen. mach das mal eben kurz. Ja, ich komme mal mit, ich kann ein bisschen zur Seite filmen. Ja. Stimmt, hier ist die Polizeistation, ne? Ja. Guten Abend. Moin. Dürfen wir einmal kurz stören? Wir filmen Sie nicht, keine Sorge.
Das Ganze hat hier Öffnungszeiten, ist das richtig? Das Rathaus? Nee, der Innenbereich, der Brunnen, wird der nicht auch zugemacht? Der ist schon dazu gegangen. Ich kann ehrlicherweise nicht sagen, wahrscheinlich ab 22 Uhr. Ab 22 Uhr, ungefähr wahrscheinlich, Ja. um den Dreh. Gut, alles klar. Haben Sie, vielen Dank. Sehr Danke. gerne. Jo, tschüss. Ja, also wenn ihr hier mal reingeht, ab ungefähr 22 Uhr gehen hier wahrscheinlich die Türen zu. Ich habe das mir auch schon gemerkt, morgens kommst du hier noch nicht zwingend rein. Jetzt wollten wir noch einmal hier hinter. Ja. Oh, hier ist Alarm. Das waren aber nicht wir. Christiane und Ralf, Dankeschön. Auf der Reeperbahn jetzt mit dabei. Danke, danke. Guck mal, Sabine schreibt, der Brunnen ist eine Erinnerung an die schwere Cholera-Epidemie. Cholera war das? Ja. Okay. Ich dachte, das wäre die Sturmflut gewesen. Aber vielen, vielen Dank. Also ich habe gesagt, das ist gefährliches Halbwissen. Ja, hier stehen natürlich auch noch ganz, ganz alte Gebäude aus der Kontorhauszeit. Wir sind ja hier auch grob in die Nähe. Ne? Als wir den Kontorhauswalk gemacht haben, sind wir da hinten irgendwo rumgekommen. Ist das, ne? Ja, richtig. Also es war quasi die Straße dahinter. Genau, die wo wir Straße lang dahinter gegangen sind, ne? war der Startpunkt. Genau. Genau. Ne, und hier sind wir am großen Burster. Also wenn ihr das so, sag ich mal, so ein bisschen örtlich einordnen möchtet. Ja, hier linke Hand mit den kleinen Türmchen oben drauf, das ist das Haus der Patriotischen Gesellschaft. Da waren wir auch. Jetzt kann man das eventuell ein bisschen herleiten. Und dahinter ist die Expo-Halle von der Titanic-Ausstellung. Als wir den Walk gemacht haben, war das ja alles planiert. Genau, da haben wir erstmal nicht Haben wir gefunden, was das werden soll. Und jetzt ist da die Titanic-Ausstellung. Ne, jetzt wisst ihr, wo wir uns hier gerade so ein bisschen bewegen. Ja, wollen wir gucken? Ja, Eigentlich können wir ja hier so auf... Na, ach komm, Oh. Mut zur Lücke. komm hier, Leben am Limit, Ja, auf der Straße gehen. Einfach mal was wagen. Die Polizei ist ja gleich um die Ecke, was soll passieren? Ja, hier rechte Hand haben wir die Hamburger Börse. Gleich angesetzt an das Rathaus. Ah, siehst du hier, da wurde eingebrochen. Ne? Da. Alarm. Was sind denn da für Durchsagen? Ja, ja, irgendwas ist da los. Attention, attention. Aber auch cool, ne? Blaue Stunde mit ein bisschen Beleuchtung. Ja, Genau richtig jetzt die Uhrzeit. also sieht klasse aus. Das Rotlicht ist so ein bisschen schade. Das, Ach komm, so ein Farbtupfer. ja, ach egal, was soll's, ne? Aufgrund Aha. einer technischen Störung. Kann das sein, dass man hier von der Treppe einen guten Blick hat? Oh, hier. Ich glaube, wir sind hier gerade in so einem Einsatz. Aber technische Störung klingt jetzt ja erstmal noch nicht so dramatisch, ne? Ja, aber es ist ja so, wenn Alarm losgeht, müssen die ausrücken. Ja, ja, genau. Wenn nicht sofort jemand Entwarnung gibt. Und ich glaube, die müssen dann auch zumindest überprüfen, dass nichts ist. Genau. Aber wir können ja gleich mal weitergehen, das müssen wir ja nicht zwingend filmen. Auch ich sage mal, solange keine Menschen zu Schaden kommen, gucke ich mir so eine Action gerne Okay. an. Aber nein, wir können gleich weitergehen. Und ich wollte noch hier ums Eck. Da ist nämlich Da dieser. gibt es eine coole Unterführung, ne? Hier gibt es einen sehr schönen Spot in Gedenken an den lieben Robert, den hat er mir damals gezeigt. Guck, jetzt ist auch das Blaulicht aus.
Den kannte ich nämlich nicht, den hatte Robert mir damals gezeigt. Wir waren hier schon einmal vor Urzeiten. Ein richtig schöner Spot. Wenn man nämlich hier durchgeht. Wo stehen wir da auf der Treppe? Weißt du, was das für ein Gebäude ist? Ja, ich glaube, das sind die Bürogebäude vom Bürgermeister. Ach, echt? Das heißt, der sitzt gar nicht im Rathaus? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte mir vorstellen, also ich bin der Meinung, dass sich hier die Büros befinden. Auf jeden Fall ist da ein Hamburg-Wappen drauf. Ist auf jeden Fall was Städtisches. Ja. Stimmt, hamburgische Bürgerschaft steht da drauf. So, Einsatzleitung ist auch da. Lutz, mein Lieber, ganz lieben Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Also, das ist hamburgische Bürgerschaft. Das Gebäude. Steht auch drauf. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht lesen in der Dunkelheit. Komm, So, dann gehen wir lassen mal uns zu dem coolen Spot. Genau. Hier dem Jan B. könnt ihr mal ein Timeout geben. Wenn ich sowas lese, klappen mir die Fußnägel hoch. Ganz ehrlich, Leute. Was stimmt mit euch nicht? Wir müssen hier noch ein Stück weiter. Vielleicht haben wir gleich das Glück, dass hier eine U-Bahn kommt. Eine Ü-Bahn. Eine Ü-Bahn, eine Überlandbahn. Und das Coole ist nämlich, dass man hier in der Flucht den Michel hat. Das ist das Interessante an diesem Spot. Ja, wenn man dann noch schönes Licht hat, ein Träumchen. Ja, das habe ich damals gefeiert. Also den Spot kannte ich nicht. Wir können ja mal einen Moment warten. Also, wenn man vom großen Burstar kommt, dann kann man noch ein bisschen schöner stehen da vorne. Aber dann hast du den Michel nicht mehr in der Flucht. Ja, der Michel ist natürlich das Interessante. Ja, Ist vielleicht sogar im Winter, wenn die Bäume weniger keine Laub, Blätter ne? haben, noch mal etwas besser zu sehen. Oder, warte mal, oder vielleicht hier? Ach, guck mal, hier sieht man ihn ganz gut. ja, wir Ja, warten also- jetzt auf die Bahn, ne? Das ist tatsächlich hier ein Spot, das muss man wissen. Oh, ich höre was. Hier fährt die U-Bahn überirdisch. Und auch hier haben wir ein bisschen Wasser. Also mit etwas Glück, gutem Licht kriegt man eine schöne Spiegelung hin. Ist jetzt natürlich gerade lichtmäßig so semi-gut. Aber ich habe gerade Gleisen quietschen gehört. Irgendwas hat Geräusche gemacht. Wie spannend. Wir warten auf die U-Bahn. Das heißt es ja immer, ein Schiff wird kommen, aber wir warten auf die U-Bahn. Übrigens im Michel in der Kuppel ganz oben unterm Dach, da ist ja auch so eine kleine Event-Location, ne? Die kann man wohl mieten. Ja. Und es gibt ja auch den sogenannten Nachtmichel. Das heißt, der Michel selbst unten im Haupteingang macht ja irgendwann abends zu. Und dann kann man durch den Seiteneingang, den sogenannten Nachtmichel, da kommt man halt hoch zum Sonnenuntergang blaue Stunde. Kann dann da oben halt richtig tolle Fotos machen, gerade wenn das Licht halt super ist. Ne? Kannst halt rundum über ganz Hamburg gucken. Also Nachtmichel ist schon echt schön. Ja. Ja, kannst in alle Richtungen gucken, das ist schon Ja. echt toll. Im Übrigen kommt man auch auf St. Nikolai.
als das Mahnmal. Oben Ah, okay. kann man auch hochfahren. Aber nicht über Nacht. Also die haben nur zu gewissen Zeiten auch bis 22 Uhr geöffnet. Und das ist dann ganz cool, wenn du abends nochmal Sonnenuntergang fotografieren willst. Und dann kannst du den Michel auch von da fotografieren. Ja, wo bleibt denn die Bahn, wenn man sie braucht? Die kommt in dem Moment, wo wir uns entscheiden, abzubrechen und zu gehen. Wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Rhythmus die jetzt gerade fährt. Aber da kann doch vielleicht jemand mal kurz die HVV-App aufmachen und sagen, wann kann ich dann am Rathaus einsteigen? Könnt ihr vielleicht mal im Bahnfinder gucken, mal aufs AIS. Also eigentlich will ich das jetzt ja haben, ne? Ja, Aber wenn ihr schon mit uns Currywurst essen geht, dann könnt ihr mit uns auch auf die Bahn warten, oder? ich Also, finde auch. ja. Kann so lange nicht mehr dauern. Die kommt, nur Geduld. Ja, irgendwann kommt die. Morgen früh die erste. Kirsten sagt 2 Minuten noch. Ja, also 2 Minuten schaffen wir. Die schafft ihr auch, oder? 2 Ja. Minuten können ganz schön lang sein, wenn man wartet. Das ist richtig, aber wir können ja Blödsinn erzählen. Rathaus 21:51 Uhr. Bitte bleiben Sie ungeduldig. Ganz genau. Das heißt auch, wir kriegen sie hier einen kleinen Moment früher, bevor sie am Rathaus tatsächlich ankommt. Also, da ist sie. Das ist doch echt ein ganz cooler Spot, oder? Nett. Sehr, sehr nett. Kanntest du den nicht? Doch. Doch. Klar. Aber unsere Zuschauer kannten ihn wahrscheinlich nicht. Also einige kennen ihn schon. Wie gesagt, ich war ja mit Robert damals schon mal hier. Da kannte ich ihn tatsächlich noch nicht. Aber gerade dadurch, dass man den Michel im Hintergrund sieht, ist er natürlich ganz interessant. Ich würde Aber- sagen, wir gehen jetzt langsam zurück und dann vielleicht noch mal so Richtung Balindamm. Aber guck mal, das kann man doch machen. Ja, kannst ja mal zumindest in eine Story hauen auf Instagram, Ne? oder? Ja, dafür reicht's. Ja, dann laufen wir mal eine Runde Richtung Ballindamm. Oha, da fährt ja noch mal eine raus. Haben wir das auch? Mensch. Aufregend. Einen habe ich noch, das Deutsche Bankgebäude, linke Hand, ist natürlich auch ein Martin Haller Gebäude. Und damit bin ich jetzt auch durch mit Martin Haller. Hast du eine Ahnung oder eine Hausnummer, wie viel Gebäude der so Ich glaube, errichtet hat? auf Wikipedia gibt es da eine tolle Abhandlung drüber. Aber ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, nein. Also der Teil wurde hier angesetzt, ne? Der Flügel. Der gehört nicht zum originären Gebäude. Hier der linke, ne? Ja, also das Geschwungene gehört nicht originär dazu, aber das hier vorne ist dann klassisch. Jetzt gehen wir quasi auf der anderen Seite zurück ums Rathaus. Genau, Ja, dann würde ich sagen, zurück so Richtung Jungfernstieg. Berlin, ne?
Ballindamm. Dann haben wir eine schöne Runde. Das ist leer, ja? Das ist jetzt mal fertig. Ja, also die Gebäude damals, schon schön, was sie so gemacht haben. Ach, ist hier nicht irgendwie so eine Spiegelskulptur? Ah, ist jetzt natürlich Ja, lichtmäßig. also ich denke mal, wenn es reinscheint, dann sieht das cool aus. Ja, tagsüber ist das, glaube ich, spannender. Guck mal, hier ist sogar eine Tiefgarage. Ja, Hier ein Parkhaus. Also, ja, ist mit Sicherheit nicht das günstigste, aber also wenn du Ich ganz sag mal, zentral parken willst. wenn man hier vor die Tür fahren möchte, warum nicht? »560 Einträge umfasst das Werksverzeichnis Martin Haller.« Ja, das ist mal ordentlich. Vielen Dank. Ja, aber der hat schon echt coole Sachen gebaut. Also den Leishof ja auch, wo wir unseren Walk angefangen haben, zu den Kontorhäusern, das ist ja auch von ihm. Der hat schon ganz nette Sachen gemacht hier in Hamburg. Ist leider aber auch nicht mehr alles erhalten. Die Leishalle hat er übrigens auch gebaut. Ist das hier auch eine Skulptur oder ist das Oder kann das weg? oder wurde damit was transportiert? Aber da steht was dran unten. Ist eine Skulptur, ja, betreten verboten. Ach so. Aber das scheint auch eine Skulptur zu sein. Ja, aber steht leider nicht dran, was uns der Künstler damit sagen möchte. Ich würde jetzt sagen, das ist irgendwie Oh, hier. eine Gedenkskulptur für Container. Sean Scully Stories. Sean Scully, Air Cage. Ach so, das muss man jetzt aber erst scannen, damit man mehr darüber erfährt. Tja, das Okay. können wir jetzt nicht. Aus einer Privatsammlung, ja. Haben sich jemand aus dem Garten geholt. Ja, wer weiß, vielleicht wollte man da mal wieder drunter Rasen mähen oder so und hat gesagt, komm, dann Ja. muss mal weg jetzt hier. Knut vom Oberharz, ich danke dir für 5 €. Möge euer Frieden, Hoffnung und Freude so groß werden wie die Zahl an Sternen einer Sommernacht. Dankeschön. Poetisch, danke. Sehr poetisch. Ingrid haut auch 10 € raus für den schönen Stream und die vielen Infos. Dankeschön. Danke sehr. Aber Ingrid, ist das meine Ingrid? Ingrid Skalski ist das. Nee, das ist nicht meine Ingrid. Hast du eine Ingrid? Ja, meine Mutter. Ah. Aber wenn sie zuschaut, herzliche Grüße. Mach's dir gemütlich, dann kannst du mit uns gerade ein bisschen spazieren gehen. Ja, schon sind wir wieder auf dem Rathausmarkt und bewegen uns ganz langsam Richtung Ballindamm. Ja, und jetzt natürlich auch sehr schön blaue Stunde Ja, ach cool. mit der Beleuchtung hier. Auch ich finde, lichttechnisch haben wir es dann doch ganz gut Ja, abgepasst. also ich bin damit nicht unzufrieden. Und Hamburg ist ja eigentlich bei jedem Wetter schön. Ne, wenn es gießt wie aus Kübeln, so wie heute Vormittag, dann muss das nicht unbedingt sein. Aber alles andere kann man Hamburg eigentlich immer machen. Und zur Not, nicht, dann gehst du eine Currywurst essen. Wie so ein Imbisswagen zum Highlight des Streams plötzlich mutiert. Ist doch Ich geil, feier oder? das. Sensationell. Also, man rechnet nicht damit und dann hast du so ein Ding dazwischen. Ja, wollen wir rechte Hand gehen oder wie? Ja, linker Hand kommt uns gerade eine Fußballmannschaft entgegen.
Ja, auf der Community-Fahrt hatte ich ja was erzählt zum Jungfernstieg. Wollen wir das Geheimnis des Jungfernstiegs auf dem Weg auch noch mal eben lösen? Ja, sehr gerne. Der Jungfernstieg heißt eigentlich oder hieß damals ursprünglich Resedamm. Deswegen ist das hier vorne am Jungfernstieg auch die Resedammbrücke. Der Resedamm wurde errichtet für die Wind- oder beziehungsweise Kornmühlen, die an der Binnenalster aufgestellt wurden. Oder zumindest eine große auf jeden Fall. Die gehörte Herrn Rehse. Und deswegen hieß das ganze Ding hier Resedamm, um die Alster aufzustauen, um genügend Wasser zu haben, um diese Mühle zu betreiben. Und irgendwann begannen die gut situierten Hamburger Kaufleute, ihre unverheirateten Töchter hier auszuführen am Sonntagnachmittag, um dort heiratsfähige junge Männer zu finden, die dann ihre Töchter heiraten könnten, wenn sie sich denn als, wie sagt man, ebenbürtig, nee, also als Heiratsfähig? heiratsfähig erweisen würden. Und deswegen, weil die Mädchen natürlich, die hat man damals Jungfern genannt, und deswegen Jungfernstieg. Ich glaube, die Alsterfontäne ist gerade ausgegangen. Kann es sein, dass wir 22 Uhr haben? Ja, das kann so ungefähr Ziemlich sein. genau 22 Uhr haben wir. Ja. Ja, so entstand Weil die ich hab- Bezeichnung Jungfernstieg. So, wir sind wieder. Ich hatte gerade noch rüber geguckt und da war sie an und dann gucke ich noch mal hin und denke, wo ist sie denn jetzt? Ja, interessante Story, super, sehr cool, danke dir. Ja, und unsere Brücke ist da hinten auch wieder beleuchtet. Nee, das ist die Lombard, oder? Das ist die Lombardsbrücke und die Kennedy-Brücke wurde dahinter errichtet. Kennedy ist zur Alster hin, Genau. Lombard zur Binnenalster. Also Außenalster, Binnenalster ist es. Gehörte damals auch zum alten Stadtwall dazu. Traumhafte Motive einfach. Das ist schön, ne? Also da lohnt es sich auch, dann Sonnenuntergang, blaue Stunde abzuwarten. Ja. Denn ihr seht das, lichtmäßig ist das natürlich eine ganz andere Liga als zu Beginn des Streams. Ja, also blaue Stunde in Hamburg mit den Beleuchtungen an den Fassaden und so ist ein Traum, ne? Okay, Ja. dann lass uns doch mal hier einen schönen Fleck finden. Guck mal, hier haben wir ein bisschen Licht. Können wir uns noch mal Wollen wir uns nochmal präsentieren? präsentieren. Ich muss jetzt erstmal gerade hier. Oder wollen wir die Laterne da vorne rechts nehmen und dann haben wir im Hintergrund quasi das 4 Jahreszeiten und so? Ja, das können wir auch machen. Das Haben wir können so ein auch bisschen machen. schönen Hintergrund. Ja, super Idee. Und hier sind Lampignons, du. Ja, die sind aber leider nicht an. Ja, schade. Dann kann ich auch noch mal sagen, Tom der Bär, 70, ganz lieben Dank für einen 5er-Pack. Subs auf Twitch und Sam van Nemesis, 20 € Superchat für die schöne Stadtführung. Dankeschön. Jo, sehr gern geschehen, danke. So, ich muss mal kurz schon mal etwas. Ja, das mache ich gleich. So, ja, das. Naja, Okay, wenn wir das dichter ist rangehen, jetzt was passiert dann? die ein Frontkamera. bisschen, guck mal. Ja, so ein Ja. bisschen, ne? Hier, so geil das doch. Ja, herrlich, ein bisschen kunstlich von vorne Ja. oben. Genau. Jo, das war's. War eine schöne Runde, oder? Jo, hat Spaß gemacht. Können wir machen. Ne? War eine runde Nummer, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ich fand das super. Hat Spaß gemacht. Ich fand's auch klasse. Großartig. Mega Highlight natürlich der Ludwig. Also wirklich Ja, du, aber Ähm, davon lebt's, ne? richtig, richtig gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit hier den Sonntagabend mit uns verbracht habt. Und vielen Dank auch wieder für eure großzügige Unterstützung auf beiden Kanälen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Und natürlich einen fetten Dank, wie immer, Ja, an unsere Moderatoren, die heute Abend das Backoffice. den Abend mit uns verbracht haben und statt Sofa sich vor den Rechner geklemmt haben. Ja, danke, Ne? ihr Lieben. Danke, danke. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So.
Guck mal, hier haben wir ein schönes Schlussbild. Ich gebe dir mal Ja. die Kamera. Nehme ich gerne. Und dann, ach guck mal, Almut, muss ich auch noch mal Danke sagen. Na klar. 2 Euro Superchat, Almut, danke. Und dann versuche ich mal hier den Endeknopf rauszuholen.